Und da wären wir. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 16. So, hi Brala, schön, dass du da bist. Ich habe mich wieder um den ganzen Nebenkram gekümmert, alle möglichen, also fast alle Jagden habe ich gemacht, mit Ausnahme von einer, die war hier, glaube ich, waren sie hier? Ja, hier unten. Svarog heißt der Gegner. Ich habe ihn angefangen zu bekämpfen. Also ich hatte einen Versuch gehabt, der ist wirklich hier unten versteckt. Hier in der letzten Ecke unten. Ich habe angefangen, den zu bekämpfen. Ist ein Drache, ist ein großer roter Drache. Der kommt reingeflogen. Ich will ihn angreifen. Einschlag. Ich bin tot. Wie ich dann später feststellen musste, ist das so ziemlich der stärkste Gegner, den man jagen kann hier im Spiel. Also jetzt mit meinem Level... Was bin ich für ein Level? Level 39 Clive wird das nix. Weil der Gegner ist wirklich Level 50. Also kann man das so erstmal knicken. Ich werde mich später um den kümmern. Mit anderen Worten. Aber hier geht es ja erstmal. Was ist das Maximal-Level im Spiel? Jetzt für das normale erste Durchspielen ist es Level 50. Im New Game Plus geht es dann bis auf Level 100 hoch. Soweit ich gehört habe. So. Aber wie auch jetzt schon im Titel des Videos des Streams schon gesagt, hier habe ich das reingeschrieben, gibt es jetzt eine schöne Neuerung. Es gab nämlich einen Patch für Final Fantasy 16, mit dem man die Bewegungsunschärfe, den Motion Blur, einstellen kann. Der war vorher auf 5. Jetzt stellen wir ihn mal auf 0. Und schaut mal. Kein Motion Blur mehr. Es verschwimmt nichts mehr. Es ist alles ganz klar und deutlich zu erkennen, was hier überhaupt los ist im Spiel. Und das freut mich so sehr, dass sie das noch eingefügt haben jetzt. Weil ich glaube, das dürfte jetzt das Spiel wesentlich schöner aussehen lassen. Ja, ein Patch, das ist nicht mehr die originale 16 Erfahrung, die die Entwickler sich für uns gedacht haben. Naja. Ich meine, wenn es nicht die... Wenn sie es sich anders gedacht hätten, wenn sie unbedingt den Motion Blur drin haben lassen wollten, dann hätten sie ihn ja auch drin gelassen, wenn das irgendwie ihre Vision gewesen wäre. Ich glaube, das haben sie auch schon bei der Demo, als die Demo rauskam, gehört an Feedback und so weiter, wo viele Leute gesagt haben, nehmt mal bitte lieber den... Ja. Haben sie schon bei der Demo gemerkt, von den Feedback, wo die meisten Leute gesagt haben, der Motion Blur ist ein bisschen übertrieben. Oh, ein Körau. Au. Okay, so war das gar nicht gedacht. Ah, okay. Ich habe jetzt auch mal meine Lebensflamme aufgelevelt. Ist jetzt noch um einige stärker. Guck mal. Ist doch die Wand an. Hatten sich Joshua und Clive unterhalten, unter anderem über den weiteren Plan der Mutterkristalle zu zerstören, weil ich wissen will, was Joshua dazu denkt. Ja, bisher haben wir noch nichts davon gehört. Vielleicht wurde das jetzt mal kurz erklärt, aber ich habe bisher noch nichts davon mitbekommen. Hey, eine Königsschärpe. By the way, nur mit dem Wissen, dass Ultima hinter Barnabas steckt,
Kann es also nicht mehr sein, dass die Mutterkristalle die Siegel als Siegel für Ultima dienen, weil ansonsten Barnabas die Mutterkristalle selbst zerstört hätte, um seinen Meister zu befreien. Stimmt auch irgendwo. Vielleicht finden wir es noch raus. Königsschabe. Hey, die ist sogar stärker. Also hier gibt es auch wirklich noch Ausrüstung, die es hier zu finden gilt. Mit der wir sogar besser werden. Zumindest ein bisschen. Sollten wir vielleicht auch Ausschau halten jetzt nach weiteren Kisten hier, weil jetzt ist anscheinend auch in den Kisten auch mal was drin, was man gebrauchen kann. Ein gefallener Käfer! Das hilft ihm doch wieder hoch. Nicht so. Au. Okay. Meine Kumpanen hier machen wesentlich mehr Schaden. Jetzt mittlerweile so spürbar. Also die sind stärker. Ja, ist ja... Bin ja tierlieb, nicht wahr? Es gab auch noch eine andere Option, die es hier irgendwo einzustellen geht. Ich weiß aber nicht, wo die ist. Okay, nee, hier, genau. Kameraverfolgung bei Bewegung, Kameraverfolgung bei Angriff. Das ist auch neu, dass man das aus- und anschalten kann. Aber ich halte das... Lass das lieber an, weil mir ist es lieber. Okay. Oh, fuck it. Hey, da ist ja noch ein Bomber, der am Leben ist. Okay. Ist hier noch irgendwas? Jetzt bin ich natürlich richtig nach Ausschau nach noch einer weiteren Kiste, um noch bessere Ausrüstungsgegenstände zu bekommen. Ach. Vlog! Hey! Meine Güte, aber selbst... Es ist immer noch so krass, wie einfach auch selbst der normalste kleine Popelkampf einfach so krass intensiv ist hier im Spiel. Es ist unglaublich. Nee, halt. Das war der falsche Knopf. Okay. Tell us about Yote, Joshua. She's strong-willed, loyal, and deadly with a blade. Much like Clive, but with better manners. Hey!
Wer will Joshua eigentlich von Claudius Benehmen wissen? Naja, ich meine, sie kennen sich ja schon noch irgendwo, ne? Vielleicht jetzt nicht aus den letzten 18 Jahren, aber immerhin. I do. Where are you off to now then? Bound for the Free Cities, perhaps? Ja. Oh, no need to say if you'd rather not. We all have our reasons. Ain't exactly feeling like sharing with strangers myself at the mo. Truth be told, I could do with a bit of inspiration. Don't know which way to turn no more. Was doing a roaring trade back in Oriflamme. Right up until the poor Drake lost her noggin. So, thought I'd try me luck in the desert. And the Fang went the same way. And don't get me started on the mess in the bloomin' Dominion. Suppose I could try Canberra next. But knowing my luck, the old place be crawling with the works before I'd even sat out me stall. But as I always say, where there's crisis, there's opportunity. The opportunity to mince Gil, that is. So, where to next? Is there any money to be made in Ash? Wie redest du denn? Works even carried Gil. Meine Güte, was für eine Labertasche. Meine Güte. Sterbender Dalmekische. Ach du, meine Güte. You're injured. Danke, dass du es auch mehr erzählst. Ich hätte es sonst nicht mitbekommen. Where are your comrades? Ether flood. Up ahead. Oh, die sind akasisch. Swallowed our camp while we slept. My own men did this. Turned every last one of them. There's a village not far from here. Tabor. The people were kind to us. It's only a matter of time before they won't stand a chance. We can't let those monsters reach the... I'll go. You catch your breath. Thank you. Our encampment is up ahead. Just off the track. Ich hätte lieber Joshua ihn heilen lassen. Ja, das Problem dabei ist natürlich, das ist eine Nebenquest. Und wenn wir die jetzt ewig später machen würden, wenn Joshua nicht dabei ist, wäre das dann natürlich auch nicht möglich, ne? Also das ist so, die Nebenquests funktionieren immer nur so, dass wirklich nur Clive quasi anwesend ist bei den Nebenquests. Das ist keine Story-Quest. You said the encampment was close. Let's hope the Akashic are still there. Oh ja, da sieht man schon die blaue Ätherflut. Another ether flood. They're everywhere now. We can't go round it. Then we'll just have to be careful. I got here in time. Oh, hier ist ja was los. Ah, komm, wir machen Stufe 1. Also ich muss ehrlich zugeben, diese Mega-Flamme-Fähigkeit dauert mir ein bisschen zu lange, bis sie aufgeladen ist. Die ist übel nützlich, wenn sie dann mal vollständig aufgeladen ist. Aber es dauert halt echt ewig. Also es ist ein Stück weit umständlich.
Someone there! Please, I can't move my leg! That doesn't sound like an Akashic. Ach, da. You're with the battalion? I am. I heard the fighting. Are the others? Taken care of. One of your brothers in arms told me what happened and asked for help. Another survivor? Where is he? Tell me. His wounds were too deep. He was right to send you. Those things you slew are no longer my brothers. Tabor is safe thanks to you. Here, you've earned it. Okay, jetzt nicht die interessanteste Quest. Ganz viel ätherische Asche dafür. Aber naja. You seem familiar. Have we met? You must have me confused with someone else. Ja, sag ihm das lieber nicht, wenn du bist. Wait. That scar. Müssen wir ihn jetzt töten? Oh, you're Sid. I was there in Kosnis when you killed my brothers. I was there in Rosalith when you killed my commander. My war with Hugo Kupka is over. I bear no ill will toward those who followed him. And what of my ill will? Coward! Draw your steel. Lord Kupka shall be avenged! Nee, ich will nicht gegen ihn kämpfen. When your wounds have healed and your head has cooled, come and find me if you must. Though I hazard your life would be better spent in service of those who need it. Or have you forgotten your oath to the Republic? My oath? What would you know of oaths? I know how hard they are to keep. Which is why I'm giving you the chance to keep yours. No. I won't be deceived. Lord Kupka told us of your crimes. You are an outlaw. A murderer, not some Man. Like you or anyone else. I am nothing like you. But if you're not gonna kill me, then go. Leave! Just know that I will find you, Sid. Someday. Ja. Wie Clive gerade schon gesagt hat, wenn er sich beruhigt hat, sieht das dann schon anders aus wahrscheinlich. Hier noch irgendwelches Zeug? Ja, das war ungewöhnlich jetzt. Ich habe erst gesagt, oh Mann, das ist ja auch eine langweilige Quest. Aber dann auf einmal wurde es relativ interessant. Das ist so... Das ist das Komische hier mit Final Fantasy 16, muss ich sagen. Die Quests sind entweder übel lame oder sehr interessant. Zumindest was das Storytelling angeht. Also ich würde sagen, 70% der gesamten Quests hier im Spiel sind uninteressant. Aber dann so 30%, da passiert dann schon mal was Interessantes so. Also da ist es dann schon besser. Vielleicht jetzt nicht, was so die Belohnung angeht oder was man in dem Quest selber macht. Aber allein was die Handlung so angeht, ist da immer ein paar gute Sachen dabei. Ich habe jetzt einfach mein Limit Break einfach mal eingesetzt, damit ich mich ein bisschen heile und nicht hier irgendwie Items einsetzen muss. Ist zwar nicht viel Heilung gewesen, die ich jetzt bekommen habe, aber immerhin etwas. Aber wir sind sowieso schon jetzt fast hier im Dorf angekommen, wie es aussieht. Ach, ist das so schön, diese Bewegungsunschärfe am Anfang war so schlimm. Jetzt, wo man das alles so schön klar sehen kann hier, ach, wie schön. Where now, Joshua? There is a residence just inside the city gates. She awaits us within.
Aber war hier nicht ein Shop? Hier ist ein Shop. Are you buying or selling? Nichts Neues, hä? Ist wirklich gar nichts Neues. Na gut. Dann mal sehen, was uns hier bevorsteht. Ja, hallo. Könnte ja vielleicht auch ein Zitat gewesen sein. My Lord Marquis, it is an honor. I am Yotei, Knight of the Undying, charged with the protection of His Grace Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix. Der Auftrag mit dem Schutz ist... Was? Of course. It all makes sense now. Would you care to elaborate? The Undying are loyal servants to the ducal throne. Ah, okay. Or more specifically, to its heir. They have served our family for generations, albeit from the shadows. Since their inception, they have been tasked with the preservation and enactment of the rites of ancestral communion. After the events at Phoenix Gate, it was the Undying who delivered me to safety. And since the day I left Rosaria, Yotei has been my constant companion and protector. Without her sword, I would not have survived my journey across the realm. Rise, Lady Yotei. Wollte gerade sagen, steh doch mal auf. You saved my brother. I owe you a debt I can never repay. I but did my duty. Come now. Tell us what you've discovered. Your Grace. It is as you feared. The vessel we spied off the coast of the Crystalline Dominion on the night of her fall. It was the Einherjar. Beyond any doubt. Ah, jetzt haben wir ein Valkyrie-Profile. The Black Galleon. Joshua. The Einherjar is the Royalists' flagship. Ach so, ist ein What Schiff. business would they have in the Dominion? Upon learning of Waloed's involvement in recent events at Drake's Fang, I sensed the malign influence of Ultima, and bid Yotei and the Undying look into the matter. We have reason to believe that the Black Galleon weighed anchor shortly after the fighting began, and set a course due south. For Canva. Then it is Waloed knights who besiege the cities. What is left of them, yes. And the Black Galleon sails at but one man's behest. Barnabas Tharm. Wird Zeit, Flensburg wieder zu beruhigen, ja. Oder zu besuchen, je nachdem. Kuria, okay, Freistätte von Canva. But are we truly safe here in the Agora? The city guard have been paid, if that's what you're implying. All the more reason for them to run. Well, you are free to leave, Lord Minister. Markets abandoned, warehouses aflame, blackened hulls choking every port in the capital. Canva is ruined. The realm teeters on the brink of chaos, and all you can think about is commerce. Forgive us. We were not aware Dhalmekia now subsisted on charity. How dare you? Barnabas? Ja. Distinguished members of the council. Wer dieser Harbour-Typ überhaupt ist. You must forgive His Majesty this intrusion. What is the meaning of this? A trifle crowded, but I fear it will have to serve, my liege. Der Typ ist doch in Wirklichkeit Ultima, oder? Very well. My colleagues,
Do you not see? The king, he has come to save us from the Akashic. He is a gift from the heavens, divine intervention, our very salvation. And of course, if it is compensation he requires, we would be most willing to negotiate a fair price for services rendered. Fools. Your ignorance unbecomes you. Your Majesty, correct me if I'm wrong, but I would swear that the fiends washing the cobbles of Canva with the blood of her citizens wear the colors of Waloed. Ha! So you do not deny it. Guards, fetter them and see our guests. Ich glaube, da gibt es keine Wachen mehr, oder? Doch. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Enough. Pathetic creatures. That you should imagine yourselves worthy of salvation. Oh, die sind alle gestorben im The Raum. girl is still here, somewhere in the city. Her consciousness fair dripping with her late father's hubris. A consciousness to which Mythos is inextricably bound and inexorably drawn. See that he is made welcome. Yes, Your Majesty. Ach, übrigens. Über Mid, was mir gerade einfällt. Nach der Cutscene. Surely the prince's light cannot have sated you. Ja, übel dramatisch. How long has Waloed been under Ultima's control? How long indeed? Based on what we know of Barnabas' actions, I would guess some few years, mayhap more. But to what end? What does Ultima want? The tapestry. Show them. Ach, das Bild, wo wir auch Ultima immer gesehen haben. Ist das damit gemeint? Das war ja immer zerstört. Sehen wir es jetzt, wir sehen es jetzt vollständig wahrscheinlich, oder? Das könnte jetzt interessant werden. Wir sehen es immer noch nicht vollständig, okay. By the flames. Phoenix Gate, Drake's Breath, and now here. But what is it? It is old, ancient even. Naught remains of the faith it represents, save what can be gleaned from the image itself. None could tell me what the one in the apothecary meant, even the Undying. But I believe it may be the key to discerning Ultima's purpose. That figure in the center, the one beneath whom the icons congregate, that I believe to be Ultima. He is a god, or at least godlike. His very existence beyond Ja, natürlich ist er das. Wir sind in einem JRPG. And by extension their dominance, are meant to be his subjects. And while some, like Barnabas, have accepted this role, others have rejected it. Like you, Clive, which is rather inconvenient, as it appears he needs you most of all. And gods don't like to be disobeyed. No, I don't suppose they do. Clive, may I tell Yote of the lake? By all means. Yote, I will be accompanying my brother to the Free Cities. Whilst we are afield, I would have you watch over those Clive has made his wards. Omielos delan tuisag ilith. Though well concealed, the hideaway lacks trained fighters to defend its occupants should they be discovered. But it is my duty to...
Ist sie eine menschliche Stolas? Remember. If that is your wish, Your Grace. But please be safe. If aught were to befall you, You have my word. Oh. Da läuft doch ein bisschen mehr zwischen den beiden, oder? Farewell, my lord, my lady. We are in your debt, Yode. Let's find our friends. Dieses Wandbild. Irgendwann müssen wir es doch mal vollständig sehen, oder? Bisher haben wir das irgendwie nur so teilweise gesehen, wo man nur Ultima oben sehen konnte. Ich bin immer noch beeindruckt von mir selbst, dass ich Ultima erkannt habe darin. Um ehrlich zu sein. It's plain she cares for you very deeply. And I her. Hier sind auch wieder Nebenquests, aber wie gesagt... Oh, wir sind hier in Dum Terra. Okay. Which is why I had to let her go. Okay. Schauen wir uns mal ein bisschen hier in der Stadt um, bevor wir weiterziehen. Falls wir noch irgendwie Kisten oder sowas finden könnten hier. Man weiß ja nie. Not a scratch on them. Have you noticed the elder has been coughing less of late? Also hier ist scheinbar... Oh. Ah, hier ist eine Kiste. Aber nur ätherhaltige Asche da drin. Schönes, szenisches kleines Dorf. Schick, hat was. Aber hier ist sonst weiter nichts, oder? Persönlich frage ich mich, was der Sinn hinter Typhon war. Typ war bisher einfach nur ein Boss am Ende des Dungeons am Phönix-Tor und fühlte sich sehr random an. Ich glaube, der Typhon war einfach nur quasi so ein Teil von Ultima. Das war eigentlich Ultima selbst, nur in einer abgeschwächten Form oder so. How are those new boots treating you? Also ich glaube nicht, dass Typhon irgendwas Separates von Ultima wirklich war. Quasi so eine Art Avatar von Ultima. Why won't the sky go back to how it was? Weil der sah ja auch eigentlich so ziemlich genau aus, so wie Ultima, nur in groß und noch hässlicher. Goblin-Münzen. Mensch, da hat sich das ja doch alles absolut gelohnt hier. Das Umsehen. Jetzt ist wieder Soundtrack. Wie das gerne mal passiert hier. Na? Es ist nicht abgeschmiert. Aber, obwohl, was ist denn jetzt passiert hier? Okay, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Weil ich sehe es hier auf meinem Monitor ganz normal. Warum das jetzt bei euch nicht ankommt, verstehe ich gerade nicht. Wartet mal.
Okay, irgendwas ist jetzt gerade hier seltsam. Hm. Hm. Dann muss ich mal kurz vielleicht hier den Strom abknüppeln und wieder dran machen. Das ist nicht euer Ernst jetzt hier, oder? Warum geht das nicht? Weil das Ding ist jetzt, bei mir sehe ich's. Ich sehe es hier vor mir. Ich höre es nicht, aber ich sehe es. Das ist gerade echt unschön. Ah. Okay, jetzt ist es bei euch wahrscheinlich da, aber bei mir nicht. Ja, keine Sorge, ich bin da. Das ist jetzt einfach nur, weil zack, ich überdeckt wurde. Jetzt ist nur das gerade ein Problem. Jetzt höre ich es nicht. Okay, wir müssen das hier leise drehen. Ich glaube, das ist jetzt fast schon zu leise. Ja, ich weiß, bei euch ist Ton und Bild wieder da. Nur für mich ist jetzt leider der Ton nicht da. Aber ich glaube, ich weiß warum. So, jetzt höre ich es auch wieder. Okay, das war jetzt ganz, ganz seltsam. Ich weiß nicht, warum das passiert ist. Aber es funktioniert wieder. Immerhin. Es könnte jetzt aber auch sein, dass das Spiel ein bisschen laut ist. Jetzt hörst du sogar das Spiel. Ja, aber ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu laut. Hast du nicht bei dir mal irgendwie die Lautsprecher hochgedreht? So, ich drehe es mal auf so. Weil ich will ja auch nicht, dass das Spiel mich übertönt. Weil das Ding ist, ich habe auch selber mal nachgehört. Jetzt sogar die bei den Aufzeichnungen. Also bei mir ist Sound völlig in Ordnung. Also es war wirklich eigentlich vollkommen so in Ordnung, wie der Sound war. Also da muss ich ehrlich sagen, ich glaube, das Problem mit dem Sound liegt dann in dem Falle vielleicht wirklich bei dir so ein bisschen. That Cyril fellow's an odd fish, don't you think? Wo muss ich denn hier lang? Thoughts like him always are. How are those new boots treating you? Muss ich hier unten runter? Careful how you pack that leather. Any creases or scratches. Jetzt hier unten? Ah, okay, hier unten muss ich lang. Und wer bist du jetzt? Cyril. How fares the search? Well, Your Grace, my report shall be with you ere long.
Ah, yes. Yotei is otherwise engaged at my behest. And the duty of wardenship? Fulfilled. For as you see, I've been reunited with my first shield. I am Cyril, Knight of the Undying and bearer of the Burning Quill, charged with chronicling the mortal deeds of His Grace, Joshua Rosfield, keeper of the Flame of the Phoenix and rightful Archduke of Rosaria. I entrusted Cyril here with overseeing the investigation into Ultima's origins. Findings from his brothers and sisters afield are delivered here to be collated and catalogued. Just how many Undying are there? Not nearly enough, milady. Yet we are glad to give our all in service to the Phoenix. Such is, and has ever been, our creed. I see. Hatten wir nicht einen mysteriösen Robenträger zwischendurch gehabt, aber nicht den hier, oder? You may now think of them as ours. That won't be a problem, will it? The Phoenix is our sun, and we but the shadows that quicken in his radiance. It is from the darkness that we serve, both him and now you. Pray accept this token. For as Eine long as we Phönixfeder. live, members of our order will reveal themselves unto you, if there is nothing further. No. You are dismissed. Your Grace. To Canva, then. We'll talk about this later. Cyril seemed very, You certainly keep strange bedfellows, Joshua. Was ist denn das für eine Anmerkung gerade gewesen? Wow. Ach, hier hinten sind wir. Ach, du meine Güte. Das hier ist die Weltkrollwüste. Hier konnte ich vorher nicht lang. Und hier ist, glaube ich, hier unten in der Ecke ist eine Jagd. Hier ist ein Jagdziel, glaube ich. Are you sure this is the right way, brother? Genau hier, das Rudel. So hießen die. Das ist das einzige Jagdziel, was ich noch nicht machen konnte, weil ich eben in dem Gebiet noch nicht war. Abu. Ist nur ein Rang C. Gedöns, was soll's. You're on my side, Toral. Also ja, die Jagden sind teilweise auch nicht nur... Nicht nur... Hoppala. Was wollte ich sagen? Habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Die Jagden sind nicht nur immer Bosse, quasi bossähnliche Gegner, sondern teilweise auch manchmal nur so ganz gewöhnliche Popelgegner, die halt nur ein bisschen stärker sind als normal. Gott, ist das laut hier alles? Wow!
Da kam auf einmal ein Kamehameha von der Seite. Okay. Nichts Besonderes gefunden, aber hey, die Jagd ist erledigt. So. Ich hätte es schön gefunden, wenn die Chocobo-Musik irgendwie weiterlaufen würde, während man hier reitet. Und nicht nur so einen kurzen Jingle hat und dann ist vorbei. Das ist teilweise ein bisschen enttäuschend. Bisschen mehr Chocobo-Musik hätte ich mir gewünscht hier. Auch übrigens habe ich rausgefunden hier im Spiel, das hat man in Dalamil gesehen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich es gezeigt habe, ich glaube nicht. Es gab hier auch Kaktoren. Kaktors, ihr wisst, was ich meine. Ich wusste gar nicht, dass man angreifen kann hier mit den Chocobo. Bonk. Ja, nee, ich kümmere mich. Das irgendwann mal drum. Clive. Smoke. Is the city fallen? Oh oh. Ja, ich habe eben rausgefunden, dass es Kaktoren oder Kaktors hier im Spiel gibt. Das Ding ist, die existieren quasi nicht mehr. Die wurden quasi gejagt, bis sie ausgerottet waren, weil ihre Nadeln für Behandlung, für Akupunkturbehandlung gegen Erektionsstörungen genutzt wurden. The free men are still holding their own then. Do we have any idea where Gav and the others might be? There's a warehouse near the docks where we agreed to meet if there was any trouble. We should hurry. Ja, was Besseres haben Kaktoren aber auch nicht verdient. Ne? Also, das stimmt ja nicht, aber ich fand's irgendwie leicht amüsant, das doch so zu hören. Haben wir jetzt schon gleich hier einen großen Showdown vor uns? Die freien Städte von Kernwa, da waren wir bisher noch gar nicht, ne? Das ist jetzt ganz neu für uns. Ob wir auch nach Valut kommen oder irgendwie ein bisschen? Also ich denke mal schon. Wir müssen ja. Sounds like thunder. You're late. I was starting to think you'd stumbled off a cliff. I seem to recall that was you, Gav. Good to see you. Any trouble on the road? Nothing we couldn't handle. I knew you'd come. Ach ja, was ich eigentlich noch über Sid, über Mid sagen wollte. Yes. Mid ist gar nicht die leibliche Tochter von Sid. Sie ist eine Adoptivtochter. Allow me to introduce my brother, Joshua. Clive's told me all about you. Or even listening most of the time. Name's Midadol, but everyone calls me Mid. Oi. My lady. Hey? Ja, das funktioniert so nicht mit ihr. Das wird was. Sie ist nicht die Ladylike Person. Die Ladyhafteste. My boy. Ach ja, er hat ja zum ersten Mal jetzt seit Englisch Joshua wieder gesehen. It's really you. I never thought I'd see the day. So these Akashic are being controlled. That's what it looked like. Empty eyes, eerie blue glow. No doubt they were turned, but silent as monks, every last one of them. Your man here speaks true, Clive. We saw more than a few in the city. They moved in ranks with a purpose.
and not of their own. Ultima's doing. Perhaps. What of the city? The people? Dead, mostly. Mostly, but not all. A handful managed to lock themselves in their villas before the Horde arrived. Some in the Merchants' District to the west, and a few others on the far bank. If the Akashic stumble across either hiding place, a few bolted doors won't hold them for long. We need to find them. And quickly. What do you propose? We split into two parties. I will make for the Merchants' District, while you look to those across the river. Mind keeping an eye on my brother? Not at all. We find the villa and try the servants' entrance. Understood. And what of us? Mid, is she fit to sail? The ship, the Mithril engine could probably do with a few more tweaks. Then you better work fast. Even if we do reach the survivors in time, they'll never make it to the hideaway on foot. You leave that to me. See that Mid doesn't get herself into trouble, would you? Think I can manage that? I'll keep him safe. Looks like you stuck with me, Byron. That's Lord Rossfield, you little gutter snipe! Ach, die Truppe, die wir hier zusammengesammelt haben, ich mag die alle. Shall we then? And you keep Clive safe. Be careful. Both of you. Wir haben es echt schön geschafft, dass die gesamte Truppe, die wir hier selber haben, quasi, die wir uns zusammensammeln, dass so ziemlich alle einfach echt liebenswert sind. Es gibt eigentlich sonst immer einen Charakter, den ich nicht ausstehen kann, aber hier nicht. Das gefällt mir doch sehr. Ist aber auch krass, dass wir jetzt allein sind. Also allein, wir haben Torgul natürlich. They don't stand a chance against those things. Oh, Orks. They've been routed. They're wearing Waluda armor. Okay. Au. Wo kommt der große Typ her? Fuck you. Das ist eine gute Frage. Warum sind die hier? Nix ist. Wusch. Eigentlich wäre auch eine schöne Stadt gewesen, die einfach so zu besuchen, ne? Einfach hier drum rumzulaufen und Sachen einzukaufen und zu erforschen, aber wir kämpfen uns wieder leider nur komplett durch. Get surrounded. Shit.
Mein Gedanke ist jetzt gerade wirklich die Mega-Flare aufladen, einfach damit ich hier ein bisschen Crowd Control quasi praktizieren kann. Okay. Hätte vielleicht gar nicht. Wäre vielleicht gar nicht möglich gewesen. Fuck. It's over. Titan! What happened to the Royal Army? There's nothing but monsters here. Ob Waloed überhaupt noch existiert als Königreich? Jetzt mal so gefragt. Weil irgendwie fühlt sich das so an, als ob es Waloed eigentlich so gar nicht mehr gibt. Das Einzige, was wir jetzt von Waloed immer sehen, sind arkasische Soldaten und Orks. Also irgendwas sagt mir da hier, irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. Wenn man bedenkt, dass ja auch irgendwie Barnabas, König Barnabas, Ultima anheimgefallen ist. Könnte ich mir vorstellen, dass das gesamte Königreich quasi mehr oder minder jetzt unter Kontrolle von... Fuck. Ich wollte doch abwehren. So wollte ich abwehren. Genau so. Barnabas, ja, er hat seinen Ödipus-Komplex wahrscheinlich irgendwo ausgenutzt. Das ist durchaus möglich. Also ich denke mal, wir werden auch weiter irgendwie herausfinden, was eigentlich in Waloed los ist. Also was da passiert ist. Vor allem eben mit Barnabas. Weil ich habe so das Gefühl, wie gesagt, hier stimmt was nicht. Ah. Okay, das hat auch mal ein paar Gegner gleich auf Anhieb zerstört hier. Nee, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte das machen. Ich weiß nicht, wie viel man zu Waloed sagen kann zu dem Zeitpunkt, weil wir von Waloed so gut am wenigsten bisher erfahren. Ja, das ist ja genau das ist ja genau das Ding. Wir wissen noch so gut wie gar nichts über Waloed, so.
Und genau das macht mir jetzt auch ein bisschen Sorgen, weil die Anzeichen, die wir hier, die Andeutung, die wir hier sehen, kein schönes Zeichen so, was hier eigentlich abläuft. Mit den ganzen Orks und so weiter. Joshua and Jill must be busy. Bitch. What the fuck? What the fuck? Ich bin doch ausgewichen. Au, 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 au. 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 Okay. Jetzt muss ich meinen Rhythmus erstmal wieder finden. Fuck you. Einfach mal den Angriff getankt. Where the city's leaders gather. There may still be survivors inside. Oh, Kiste. Gunst des Lichtes, Flare-Atem. Das ist genau die Fähigkeit, die ich hier nie einsetze. Haben wir jetzt einen Bosskampf vor uns? Es sieht nach Bosskampf aus, oder? Yep. Irgendwas passiert hier zumindest. Okay, nicht vielleicht nicht. Does Ultima's reach extend this far? What the hell is going on here? Ja, die Frage habe ich mir auch schon die ganze Zeit gestellt. Okay. Bosskampf jetzt aber, oder? Ja. But then I would expect no less from you, Mythos. Mythos. You again. I don't believe we've been introduced. You were in my family's crypt, and now you're here, with an army of Akashic thralls. Manners, Lord Rossfield? They are men, like you and me. Albeit ones unburdened by the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are divine. What? And they are all that remains in this once raucous city. You'll pay for what you've done. As you wish.
I confess I have been very much looking forward to this. Pardon me this indulgence, Your Majesty. The vessel shall not be spoiled. I am Sleipnir of House Harvard, and you will yield. Sleipnir heißt du, ha? As long as you don't hold back. Ob Barnabas dich dann auch immer mal eine Runde... Okay. Immer mal eine Runde ausreitet? Das wollte ich doch die ganze Zeit. Aber der macht keinerlei... Macht keinen Schaden, der Junge. Merkt ihr das? Okay, jetzt das ist schon ein bisschen mehr Schaden, den ich mache. Aber dafür, dass er nichts austeilt, hält er einiges aus. Ah, okay, weil es wirklich ein richtiger cinematischer Kampf ist. Okay, das... Ich bin überrascht, dass das jetzt ein richtiger Bosskampf ist und nicht nur ein Nebenboss. You will forgive me if my performance seems uninspired. It is just that I expected so much more from our chosen one. Perhaps this will kindle your flame? What now? A gift from my liege lord's armory. Gungnir. Watch closely, Mythos. Yes! 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 Okay, das war unglaublich cool gerade. Au! Fuck. Actually, I wouldn't.
So viel los. Meine Fresse, der Junge. Shit. Okay, das wird so nix. Okay, es heißt, glaube ich, jetzt hier ausweichen. Der hat wirklich wesentlich mehr drauf, als ich... Mehr drauf, als ich angenommen hatte. Es ist süß, dass er den Namen Ratatoska dem Angriff gegeben hat. Weil Ratatoska ist ein Eichhörnchen. Fuck you. Ich weiß das nur mit dem Eichhörnchen, weil ich Ragnarok, God of War Ragnarok gespielt habe. Blutrotes Abzeichen, okay. The vessel is strong. My liege. Clive! You're all right. As are you, I see. We are, yes. I'm sorry, but we couldn't save them. It was over before we arrived. Ist die Stadt jetzt wirklich komplett tot, quasi? I fear we were all too late. What's wrong? Nothing. I hope. Oh, Barnabas ist immer noch da, hey. Leaving so soon, Mythos? It's the king. Indeed. You may kneel before Barnabas Tharm, Warden of Ash and King of Waloed. Get back. Irgendwas sagt mir, dass dieser Kampf nicht gut ausenden
enden wird. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas sagt mir, dass... Ja, war klar. Wild and impetuous. I expected more of the boy who bested my Lord Commander. Yet I see why my master covets you so. The power within you, Mythos. The potential. Warum ist ja nur Odin, der das Schwert alles schneidet? Ja, aber das Schwert hat er jetzt gerade nicht. Er hat nur ein ganz gewöhnliches Schwert da. But Mythos is everything. The cornerstone of all creation. The Lord's vessel. Your purpose. My purpose? To surrender my mind and body to that thing. No, Your Majesty. My purpose is my own. I made a promise to my friends, to my people. And nothing is going to stand in my way. You would allow this delusion of free will to bar your path to greatness? Truly, your volition is a cancer. One that must be excised. Try it. All the rest. Joshua! Viel zu wenig von Shiva gesehen, sowieso im Spiel, ne? Oi! Oi! This way! Hurry! Hey! Er trägt unser Schwert! Wir haben unseren eigenen Sith. Power beyond reckoning. And they use it as a crutch. Such a waste. Jill? Bitte sag mir, dass Jill in Ordnung ist. Bitte, bitte. Will you be all right? The phoenix can mend flesh, but the spirit must recover on its own. I'm afraid the rest is up to him. This place is remarkable. Outfitting it must have been no small feat. But why go to such trouble? That beauty's belly's filled with wonders the world ain't ready for. If the guilds caught wind of what we were up to, they'd all want a piece. All right? Wo ist Jill? And how is he? Do not blame yourself.
He was barely breathing when you brought him here. We would have lost him if it were not for you. No. Barnabas may have severed nigh every sinew in my brother's body. But he made certain the wounds were not fatal. Nigh every sinew? Yikes. Allow me, your lordship. Don't know what I was thinking, putting you to the trouble like that. 'Tis no trouble carrying comestibles to my ailing nephew. I know, but you've already done so much for us. Pouring your gil into the hideaway and now the ship. I don't want to take the piss. You risked your life. And for what? Some girl you hardly know. Why'd you do it? You not mad or something? I wouldn't go that far. Clive! You're awake, my boy. Oh. All I want to do is help. And the world won't save itself. It was Sid. Your father, who taught me that. Sounds like him. Don't you dare do that again. What of the Royalists? Fucked off, the lot of them, along with the galleon. With the king on board, no doubt. Behind here, I wouldn't sail without him. Clive. Jill didn't come back. What do you mean? She kept the king busy while the others dragged you out. It's all right, Mid. Jill is fine. The ether of her icon endures. And as long as it does, we can be certain she is alive. Gott sei Dank. We must pursue the Black Galleon. Jill will be with the king, I'm sure of it. Well, good luck catching him, because my ship's going nowhere. It's the Mithril engine. She's got a kick like a wild chocobo and a mind to tear the hull in half. But do you have an idea? Well, of course I do. My dad'll have seen this coming a league off. If I had his old writings... If you had his old writings, you'd be sitting under a fuckload of rubble. The ones Otto didn't save anyway. I suppose he might still have a few pages in his stores. We'll have to hope it's enough. Do what you can to ready the ship. I'll speak with Otto. In your condition, you really are mad. Perhaps. But the world really won't save itself. Und zurück ins Versteck. Wow, wir haben jetzt echt viele Nebenquests hier freigeschaltet anscheinend. Ein Lied der Hoffnung. Right. Gav said that Otto might know something. Cole said it was an army of a How are we supposed to do our duty when Was haben wir denn am Jagdbrett so vor uns? Ich will zumindest am Jagdbrett mal schauen, was wir noch hier haben. Ah, hier ist Warok, genau. Das ist der Level 50 Drache. Paradiesischer Meteor und Chocobo, okay. Aber wir machen trotzdem einfach nur weiter mit Story. If you're here, where the hell is everyone else? Don't tell me. They're all right. But it's a long story. You lot don't do things by halves, do you? Well, at least everyone's still breathing. Now, as for these writings,
I'm sorry to say, Clive, but if you had those, you'd be... Sitting under a pile of rubble. I know. But we were able to save a few bits and pieces from the ruins, most of which ended up being used to build this place. The more personal items we gave to the next of kin. In the case of Sid's things, that would have been mid. Then I'll check the workshop. Wie der Vater, so die Tochter. Okay. Ach nein, ich kann hier oben lang. Stimmt ja. If Amber and the Lazarus are gone, do you think Mid's ship will ever sail? Hier ist ja niemand. Stöbern! Wir stöbern ein bisschen. This looks like it's from Sid's old diary. But you'll already have read it. I'd better keep looking. Ich glaube, bunter Chocobo als Mobboss gab es auch schon bei Final Fantasy XIV. Keine Ahnung, du. Ich habe Final Fantasy XIV nie großartig gespielt. Ich habe es mal angefangen, aber MMOs liegen mir nicht so. What do we have here? Oh. Sid's pipes. Something tells me Mid won't be needing these. Setze deine Suche fort. I remember seeing this doll in Sid's cellar. I wonder if it was Mid's. Huh. What's this tucked inside it? Oh. Miederdoll, ich weiß, du magst Rätsel. Also gefällt dir das hier bestimmt vielleicht auch. Deine erste Erfindung ist unsere Verbindung. Mein Schatz ruht in deinem und alles ist im Reinen. Okay. An der letzten Zeile muss ich wohl noch ein wenig feilen, aber vielleicht kommst du ja trotzdem drauf. Wo ich meine beste Erfindung versteckt haben könnte. Kleiner Hinweis, dein Erstlingswert könnte alle Barden dieser Welt arbeitslos machen. Viel Glück, dein Paps. Sid's best invention. That sounds promising. Könnte alle Barden arbeitslos machen. Something in Mid's first opus. Wir haben doch hier was Musik spielt. Perhaps Otto might know. Ne, dieser, wie heißt das Ding? Hier. Das Orchestrion. Ja, er ist doch ein Erfinder gewesen. Was ja auch irgendwo Sinn macht. Wir reden ja hier schließlich nach wie vor von Final Fantasy, nicht wahr? Well, did you find anything? Possibly. You wouldn't happen to know what Mid's first opus was? Opus? That girl's as tone deaf as a banshee. Unless you mean the orchestrion. She couldn't have been more than what, 11, 12 when she cobbled that thing together? It surprised us all. Not least her dad. You should have seen how proud he was of the little scamp. What's that battered old box have to do with anything? I think Sid may have hidden something inside it. Wouldn't surprise me. Those two and their bloody treasure hunts. Half the things in the hideaway were hidden one time or another. Okay, das wäre jetzt eigentlich cooler gewesen, wenn man das hätte selber rausfinden müssen. Das war jetzt ein bisschen zu einfach, finde ich. Es ist ein Rätsel, also lass mich das Rätsel lösen, ne? I didn't break it. Well, I didn't break it. What didn't you break? Nothing. We didn't break nothing. We definitely didn't break the orchestrion. What's wrong with it? It's broken. Except when it isn't. See?
And you had nothing to do with this. Silent Hill Radio, ja. Pyramid Head ist in der Nähe. We just wanted to listen to all the songs at once. So we pressed all the buttons. Like this. See? All too well. All right, out of the way. Something caught on one of the Passend, dass es genau jetzt auch an der genau richtigen Stelle kaputt gehen muss. Can you fix it? No, I mean, yeah, yes. There. How about now? You fixed it. Sid fixed it. He more than fixed it. Yeah, new music. Huh. Never heard this one before. It started playing when I removed this. Whatever it is. Well, don't look at me. I can tell you it's important, though. Sid showed it to me once and said as much. Said it was the stuff dreams were made of. Let's just hope it's the stuff ships are made of as well. Indeed. Let's see if we can make some dreams come true. Und ein bisschen schwarzes Blut haben wir dafür auch bekommen. Sehr schön. Was ich schon immer haben wollte. Just the two I was looking for. Aye, aye. Who's a patient? Actually, yes. The Crown Prince just left. Dion left? Unless Dion you ist have another aufgewacht? word for stood up and walked off. Yes, left. He did have the decency to leave a message with Obelisk before commandeering one of his dinghies. Should we go after him? Ja. No. Doch. We're not the Prince's keepers. He's free to do as he sees fit. I'd rather he did so in bed. His wounds are nowhere near healed. Much like yours, I suspect. Otto told me what happened in Canver. What is it with this realm's princes and their aversion to rest? Ask me when I get back. Though I may be sometime. Then at least try to stay safe. And if that fails, try to stay alive, eh? Ist Clive jetzt ganz alleine hier lang gelatscht? The flagship sails. I have to get back. Halt. Oh, das ist, seht ihr das da gerade? Das Pluszeichen Quest. Cole said it was an army of Akashi. Das sind die wichtigen Quests. Die sollten wir eigentlich machen. All right, Clive. Blackthorn told me you helped him out again. Tough of that. Speaking of which, I'm actually a bit, Worried about him. And you want my advice. afraid so. It's a bit of a funny one, this, but I saved this posh knob while I was out on a mission, and he gave me this flashy ring to say thank you. So, obviously, I show it to Blackthorn, thinking he'll be impressed, only for him to go white as a sheet and quiet as a curl instead. Try as I might, I can't for the life of me work out what could have got him upset like that. And seeing as how Blackthorn opens up when you're around, I thought maybe. Ja, wir reden mit ihm. Das ist. Diese eines Glückes Schmied sind wichtige Sachen, weil damit kann man wenigstens bessere Ausrüstungsgegenstände herstellen dann. Cheers, Clive.
I'll be sure to pay him a visit as soon as I have a moment. All right, I'll meet you by the forge then. You come along when you're ready. Also verfolgen wir diesen Auftrag. Oje. Was wir nicht alles machen. Für die Liebe. Und bessere Ausrüstung. Ach, da unten ist auch noch ein. Mhm. Bloody hell, Clive. Not this again. Oh, ain't you got better things to do with your time? That remains to be seen. August tells me he showed you a ring, and that the sight of it clearly upset you. Would you mind telling us why? Come on, mate. Bottling it up ain't gonna help no one. If it weren't the ring, and it was something I said, then I'm sorry. It was the ring, right? It brought back some unhappy memories, that's all. Memories better left forgotten. Memories of what? There are things we'd all rather leave behind, Blackthorn. But sometimes it helps to talk about them. And sometimes it doesn't. Is that so hard to understand? Don't be like that. Fine. If it'll get you off my back. That ring you flashed was the work of Zoltan. We apprenticed together, back in the day. You've never mentioned him before. Why would I? Ain't seen him in decades, and the last time I did, we almost came to blows. The ring brought it all back. I could tell it was one of his the moment I saw it. Bastard's improved, though. More than I thought possible. That thing's a work of art. So it was a nice ring. Worth a few gil, maybe. What's it matter to you? It matters because engraving metal's a nightmare, and I've got no bloody idea how he managed it. The fact is, I couldn't make anything even half that detailed. So what? You're an armorer, not a jeweler. I'm the Hideaway's master craftsman. I'm not stealing a living at some backwater village forge. My armor keeps you lot safe, and my swords keep you dangerous. As far as I'm concerned, every swing of my hammer's another blow struck in the name of our cause. So I put my heart and soul into my work. Because the curse breakers deserve better than second best. And I refuse to be shown up by the likes of Zoltan. Very well. Whoa. Why don't we go and pay him a visit? Learn his secret. I doubt he'd be too happy to see me. Then just this once. Make peace with being second best. Swallow your pride, and focus all your energies on the task at hand. Keeping the curse breakers armed and armored. Provided you can do that, you'll hear no complaints from me. But if you can't, and it's going to distract you, we need to do something about it. What'd you say, Blackthorn? You know he's right. And it's not like you'll be going alone. All right. Magic. So, where do you reckon old what's-his-name is then? Zoltan, was it? In Dravozd, my old village. He won't have left. Das Dorf konnte ich bisher gar nicht betreten. Dravozd, eh? That rings a bell. Not far from Tabor, right? Just north of the fields of Carava. Got that, Clive? Meet us at Dravozd as soon as you can, yeah? And I'll make sure Blackthorn don't get cold feet. Good luck with that. I'll see you there. Weil ich war in diesem Dorf schon, an dem Dorfeingang, allerdings war da die ganze Zeit immer zu. Aber jetzt ist hier hinten auch noch ein Pluszeichen-Quest. Und die sollte ich auch noch machen. Weil, nach wie vor, die sind wichtig und nützlich. Und die will ich doch erledigt haben, wenn wir jetzt hier in die nächste Story-Sequenz gehen. Einfach um ein bisschen besser vorbereitet zu sein. Sid, do you recall the flowers I had you bring back to the yard? Vaguely. Is something wrong? I'm afraid so. I was able to get most of the Morganbeards to take root. But they Da kriegen wir stärkere Heilgegenstände. Das ist gut. However, I believe I have a solution.
I can't wait to hear it. I'm going to marry the Morganbeards with Morbles. I know, but hear me out. Morbles are possessed of a highly choleric temperament. The fire which drives them appears to be maintained by an abundance of nutrient-rich ether drawn from their environs. I believe that by grafting a Morble vine to a Morganbeard, the appendage's wealth of vigor-inducing nutrients might well stimulate the flower to bloom. The endeavor, I assure you, is scientifically sound. I simply need a vine to prove the theory. Oh, toll, wir dürfen einen Morbol bekämpfen. Ein paar Pflanzen. And all you need. That is correct. As for the white... Our time... Ja, komm. Ja, ist doch gut. Entschuldigung, dass ich das jetzt hier so... Finde mit Hilfe des Jagdberettes den außergewöhnlichen Morbol. Okay. Wir gehen auf Morboljagd. Yay, was ich schon immer tun wollte. Gibt es denn etwas Schöneres als Morbol gezwungen werden? Oh, ich verstehe gar nicht lange die Mission gebaut. Gezwungen werden, Morbols zu jagen. Eieiei. Hallo Nektar. Karotte. Der Morbol heißt Karotte. Das murmelnde Moor in Rosaria. Okay. Ein Morbol namens Karotte. Ja, bisschen amüsant ist es schon. Kann ich nicht. Aber so soll das auch heißen, dass Morbols Pflanzen sind? Allem Anschein nach. Ich meine, die hat schon immer was Pflanzliches an sich, ne? So. Gebrochene Griff. Dämmerwald. Das war doch in Rosaria, oder? Hey, der murmelnde Moor. Da ist es. Großes Gebiet. Was natürlich dann auch gleich sagt, ja, okay. Da ist ein Kampf, den wir jetzt machen können. Das wird ein Spaß. Wir töten, wir jagen wohl eher Karotte. Eine finstere Witwe ist hier auch noch in der Nähe. Sie sind immer als dämonisch angesehen. Naja, sie waren nie wirklich... Nee. Also so, die hat schon immer was Pflanzliches. Eine mit der Magensäure kann vielleicht eine Anspielung zu den Pflanzen machen, die Insekten ködern und mit den Sirup verdauen. Ja, das ist ja genau das. Die sind quasi Venus-Fliegenfalle. Darauf basieren die doch auch, glaube ich. Hallo Karotte, Rang B bist du. Okay. Weiß nicht, was du da jetzt an Dämonischen siehst hier. Au, Tentakel.
Nichts Dämonisches hier. Nö, ist es auch nicht. Dämonisch stelle ich mir was anderes vor. Aua. Okay, ich sehe schon, wir haben hier einiges vor uns, glaube ich, noch. Den Kampf. Der hat HP, der Junge. Fuck. Ist fast schon nostalgisch hier, ne? Weil der Marble war unser erster Boss im ganzen Spiel. Komm. Wir haben es ja fast. Komm, geh halt kaputt. Okay, erledigt. Uff. Das waren 10.000 Gil, die wir noch bekommen haben, meine Herren. Morbol-Ranke und eine Morbol-Blume. Sehr schön. Das stimmt wohl. Es war ja auch schließlich ein Morbol namens Karotte. Was soll daran auch irgendwie gewöhnlich sein? Okay. Dann geht's jetzt hier nach Dravost. Hallo.
kicked out already? No. This charmer ain't letting anyone through. Why are the gates closed? Chief's orders. No one's allowed in without his say-so. Schlaf halt nicht ein beim Sprechen hier, meine Güte. You look like trouble. I suggest you go home. That's what I'm trying to do, you little prick. Ain't changed a bit, have you, Snotty? No. It isn't. Blackthorn. Long time no see, eh? What the hell are you doing here? Well, it was meant to be a surprise, but since you are so nicely, I'm here to see Zoltan, you fucking numbskull. Now let us through. So aggressiv. All right. Just don't go starting anything with the chief. Yeah, I promise I won't throw the first punch. That good enough for you? Er hält sich kaum zurück, ja. Aber auch erfrischend ehrlich so, ne? Das ist so eine schöne Direktheit. Much obliged. Dass wir diese Quest machen müssen, um überhaupt in dieses Dorf reinzukommen, ist auch krass. So this is Dravosht. Not much going on, is there? It's a smithing town. When I was a lad, you'd have to shout to be heard over the sound of hammer on anvil. Clive, you're good with people. You speak to Sultan. Hey, you ain't backing out now, are you? There's a river of bad blood between me and the chief. But if someone can build me a bridge, then I'll cross it. All right. I'll see what I can do. I appreciate it. He'll be near the forge on the hill. It was our master's. He'd have inherited it when I left. The forge on the hill. Good luck. You'll be needing it. Okay. Das selbst der Sultan, ich meine, Stehdorn hier so sich quasi davor fürchtet, was jetzt hier ihm bevorsteht. I have some things for sale. Certainly. Here you are. Ach übrigens, es gibt ja auch jetzt, nee, hier gibt's nicht. Im Versteck gab es ein Final Elixier zu kaufen. Das belebt einen wieder, wenn man einmal stirbt. Im Kampf. Mama? Ich habe das, glaube ich, auch hier. Hier, Final Elixier, genau. Wir können es hier im Menü nicht einsetzen. Ich glaube, das wird automatisch eingesetzt, wenn man, sobald man stirbt. Hotter! Hotter, damn it! Those miserable flames wouldn't melt butter, let alone iron. Pardon the intrusion. I'm looking for the chief. That'd be me. It's a pleasure to meet you. I'll bet it is. Keep the gates closed, I tell him. Well done, Snotty. You're not welcome here. Get out before things turn nasty. Blackthorn's here. What did you say? He's traveled a long way to see you. Yes, has he? He's waiting. Down by the gates. Then I suggest you take him with you when you leave. Didn't you apprentice together? So what if we did? Fuck! We're getting nowhere! These bearers' flames are next to bloody useless! We're never going to be able to fire up the forges unless we can find some new crystals. I'm a busy man, as you can see, so do me a favor and piss off. Oh, and if you're struggling to find your way out, ask Blackthorn. That prick knows exactly where the exit is. He's not wanted here. And neither are you. Wie freundlich die Leute hier doch sind. I'm going.
But if we can't fire the forges, how are we going to earn our keep? Shut your hole. Nee, nicht mal annähernd. Let me guess. Zoltan told you to piss off. Aber man merkt, woher auch Schledorn sein sonniges Gemüt her hat, hier aus diesem Dorf. Well, at least he didn't beat about the bush. There'll be no talking him round. Not after what I did. Which is what exactly? If we're to help, we need to know. What turned the village against you? I left. Dravost. Zoltan. The burden of leadership our dying master dropped in our laps. All of it. There are two kinds of smiths in this world, you see. My kind, who are in it for the love of the craft, who labour on a single piece from dawn to dusk to get it just right. And the other kind, who are in it for different reasons. People like Zoltan, whose work is quick and cheap. The kind of smiths who shit out a few hundred blades, reap the profit, and divvy it out among themselves. There wasn't a single day we weren't at each other's throats. And bit by bit, people started taking sides. You would have torn Dravost in half had it gone on. So, I left. You didn't have to do that. Zoltan's a better chief than I would have been. His way of doing things kept food on people's tables. Dravost prospered without me and my lofty ideals getting in the road. Until the crystals run out at any rate. Without magic to fire the furnaces, this place is as good as dead. It depends on how you look at it, though. There's got to be other ways Wie of alle making auch wirklich so fire. abhängig sind von We diesen manage it in the Kristallen, ne? Deadlands. Thanks to Sid's ingenuity, yeah. He saw all of this coming. New crystals were the problem, not the solution. Muskelkater vom Spent Training. years coming up with ways of doing without. You know what I mean, though, right? Where there's a will, there's a way. What I'm trying to say is that it's not your fault. You couldn't have predicted this. It doesn't matter whose fault it is. I don't want to be the greatest smith alive just because I happen to be the last. Clive. Dravost won't last long without its furnaces. So, do you think it's time we shared Sid's bellows with the world? The way I see it, it's your decision to make. Hold on, Blackthorn. Sid made those things for us. They give us an edge over the rest. And you'd be throwing it away. All right. Do it. This place was your home. I won't abandon it to its fate. Sid's creations were never meant to be hoarded. It was only ever a matter of time Dass jetzt before we überhaupt shared them. rauskommt, dass Sid wirklich auch Erfinder war? Be another step on the road to freeing Valisthea from the prison of the Crystal's blessing. Dravost will show the world that it's possible. Was natürlich auch krass ist, ja, wie ihr jetzt gerade sagt, diese ganzen Erfindungen sind wahrscheinlich auch wirklich dafür gedacht, um die Abhängigkeit von den Kristallen wegzubringen. Thank you, Clive. Shall I go and fetch the plans, then? I know I'm off by heart. I'll be needing some help, though. Building a furnace isn't exactly a one-man job. Do us a favor and round up anyone strong enough to lug a brick or two, would you, August? All right, then. And I've got a job for you too, Clive. Finding me some salamander skin. I need leather for the bellows and nothing else will withstand the heat. Luckily for us, salamanders feed out in the fields of Carava. Time for a spot of hunting, then. Ich hätte es nur gerne gesehen, Sids Erfinderseele so zu sehen, als er noch am Leben war. Ja, so geht's mir auch. Ganz ehrlich, das ist ein bisschen... Das hätte man früher noch mal zeigen können. Come on. Run like the wind. Vielleicht ist es denen erst später eingefallen wieder? Wer weiß. Hui. Hui. Ich finde das übel lustig, dass die Schokobos hier auch noch ein bisschen fliegen können. Großhorn, dich lasse ich mal in Ruhe. Oh, wie schön im Hintergrund noch die Überreste vom Mutterkristall sind. Ich sage immer nur Mutterkristall. Ich habe immer die Namen nicht im Kopf, welcher Drachenschweif, Drachenhauch, Drachenzahn, Drachenfang, was auch immer ist. Let's make this quick, shall we? Be safe.
Too slow. Soil and stone! Nix ist. Nix ist, sag ich. Fußball ist sehr viel Feuer. Okay, du bist ja auch ein Salamander. Too slow. Dankeschön. Der hier war Drachenfang, weil der Toho also als Kiefer bezeichnet wurde, als Anspielung. Okay. Wie gesagt, diese Drachenhauch weiß ich noch. Das war der von Rosaria. Drachenfang. I dare say that will be enough for a Dann decent also set of hier. bellows. Ready, go? Und die anderen keine Ahnung. Ich überlege gerade, nee, ich habe keine Ahnung. Ich könnte auch eine Schnellreise machen eigentlich, oder? Blub. Schnellreisen machen jetzt hier immer mehr Sinn in heutzutage. Oh, die Runenklinge ist sogar besser als das, was wir vorher hatten. Nehme ich. Anything else? Runengurt, nee. Runenreife, okay. Of course. Nee, was wollte ich sagen, mit der aktuellen Konsolengeneration machen Schnellreisen wesentlich mehr Sinn. Take care. Funktionieren besser, weil die Ladezeiten einfach wesentlich kürzer sind. Ich bin falsch gereist, sehe ich gerade. Ich muss doch hier hin. Aber es war gut, dass ich da hingereist bin, weil da habe ich eine bessere Waffe bekommen. Es war alles Absicht, war alles so geplant. What's this all about then? Don't know. Any trouble finding the skin? Nothing I couldn't handle. This should be plenty. Right then, time to put these louds to work. If everyone pulls their weight, we'll be finished in no time. Klassische Schmiede mit Kohle, ja. Haut hin. Well, I'll be damned. I honestly didn't think it'd work. But it's hot enough, all right. And without a single crystal in sight. You know what this means, don't you? I do, yeah. Dravost is saved. Sorry about earlier. I take back everything I said. That thing you built us is an honest-to-God's marvel. You've saved our village. Klingt normale Schmiede einfach. You should be thanking. He oversaw the construction. Give this to him, would you? What is it? Pit Cole's cinders. After he left, I spent years trying to eke the most out of our forges. That there was my answer. Chuck it in the fire, and your forge will burn hotter for longer, which will do wonders for your steel. Our secret for yours. Only fair. I've always envied Blackthorn. Oh, okay. Since the day I became chief, I spent every spare moment trying to match up to the bastard. No amount of
Sleepless nights at the Anvil will never bridge that gap, though. He's a genius. Plain and simple. The man Dravosht needed. But he took all his talent and left. Gifted and free. Is it any wonder I hate his guts? The cinders would mean more coming from you. I need to forgive him first. And that's not gonna happen. Well, you know what they say. Oriflamme weren't built in a day and all that. These things take time. And they involve two geezers who hold grudges tighter than their hammers. But what matters is, Blackthorn's got that twinkle back in his eye. And I'd call that a job well done. So would I. I reckon he's going to be at it a while yet, though, so why don't you head off without us? I'll see that the old git gets home safe and sound. See that you both do. I'll save the cinders till then. All right. It'll be a nice little surprise for him. Okay. Spezialkohle. So funktioniert das eigentlich teilweise nicht, aber es ist ein Fantasy-Spiel, nicht wahr? Heutzutage wird auch eigentlich kaum noch Kohle mehr genutzt zum Schmieden, sondern eher wird mit Gas gearbeitet. Gentlemen, I see you both made it home in one piece. Yeah, well, we didn't want to outstay our welcome. The whole village turned out for a go on the bellows after you left. Everyone except Zoltan has. Didn't see hide nor hair of him. Oh, but that reminds me. I have something for you. Pick old Cinder. How'd you come by this? And you're sure he wanted me to have it? I'm sure. He didn't say so, but I think he wants to forgive you. Huh. Imagine that. Yeah. You know I could never leave this place, don't you? Every time you put on mail, you and the curse breakers are trusting me with your lives. There's no greater honor for a smith than that. I'm not about to go crawling back to Zoltan for forgiveness, but I will make good use of his cinder. And if that helps save even a single life, then he'll have my gratitude. What was it you said he called me? Huh? A genius? And he spent sleepless night trying to copy me, did he? Sounds like I better get to work. I've got a reputation to uphold. It's good to see you back on form, Blackthorn. Wir haben scheinbar wirklich hier den besten Schmied der gesamten Welt bei uns. But I'm grateful all the same. Now, where was I? Oh yeah, about to put Zoltan back in his place. Ain't got the art to tell him how similar they are. Stubborn bastards. A little healthy competition should be good for him. You're not wrong. Still. Ja, das ist schöne persönliche. Davon hätte es mehr geben können, finde ich, in dieser No use grumbling about it now, though. in diesem Spiel. Blackthorn's happy. Or as near to happy as he gets. And that's good enough for me. Ouroboros Bauplan. Ui. Das könnte tatsächlich sogar schon die beste Ausrüstung sein im Spiel. Die Rüstungsgegenstände zumindest. Well, what's that for you, dear? Ja, das braucht ein Orichalcum. Davon habe ich nur eins und das ist wirklich die beste. Die Ouroboros-Sachen sind die best. Ist, glaube ich, die beste Rüstung im Spiel hier. So, was können wir denn? Wir haben keinen Runengurt? Ach so, weil wir ja... Stimmt. Should last you a good while. So.
Yeah, that should do you. Und noch bessere Runenklinge. Not best work, but it'll do. Yeah, that should do you. Not my best work, but it'll do. Runengurt. Ah. Okay, ja, da braucht es noch ein bisschen. Aber das kriegen wir auch. Okay, wir sind besser ausgerüstet. Das ist doch schon mal ein Anfang. Und jetzt kriegen wir noch bessere Heilgegenstände anscheinend. Und dann kann es endlich richtig losgehen. Mit der Story wieder. Aber das hier überspringe ich. I can't help but notice that your satchel is twitching in a most violent manner. Ugh. Here. What an amazing specimen. The flesh positively throbs with vitality. When I successfully graft this to the Morganbeards. Einige Zeit später. Oh je, da wächst's aber. Das ist der Botaniker-Fuzzi, genau. Just as I hoped. Weil alle Botaniker Fuzzis sind. Rala hat so gesagt. How they bloom with heretofore unseen vigor. Why, I dare say such a vine graft would yield similar results when applied to other specimens as well. I'm glad I could be of assistance. You've not only helped us, Sid. You've saved us. Do you recall the extract with which I provided you before? I took a moment to distill some more, but this time with the petals from the invigorated Morganbeards. And would you believe? Its potency has nearly doubled. You must accept this vial as thanks for your assistance. The rest, I shall give to Taya. Okay. Auftrag abgeschlossen und... Ein ungeheurer Dünger. Hey, wir könnten auch noch ein Level-Up bekommen davon, ne? Wird zur weiteren Verbesserung der Wirkung von Mitteln benötigt. Ja. Mittel maximal verstärkt. Okay, also... Du hast etwas verstärkt erhalten. Sowohl Heiltränke als auch Supertränke stellen noch mehr Lebenspunkte wieder her und stärker. Okay, sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber es gibt jetzt hier nirgendwo noch weitere Pluszeichen. Quests, oder? Nee. Sieht nicht so aus. Okay, dann können wir jetzt direkt in die Metallwerke und endlich mit der Story weitermachen. Aber das war gut, dass wir es gemacht haben. Das war wichtig. Die Metallwerke. Schickes Schiff. Vogel. Zurück zur Enterprise, genau. Wir haben ja eigentlich noch Jill zu retten, nicht wahr? I were right, Clive. My dad had it all worked out. He'd be proud of you, Mid. His writings may have helped, but this achievement is all yours. Can we catch them? The Aina is one of the largest, fastest vessels ever built. And it won't help she has the wind at her back. Any other ship would be hard-pressed to keep pace with her, let alone reel her in. But this isn't any other ship. Ja, aber wir, ich meine, die haben besonders den Vorsprung, weil wir waren noch Karotten jagen. And the world's never seen anything like my dad's engine. It certainly hasn't. Clive, what do you know of Barnabas Tharm? Only what the bards sing. That he sailed to Ash from southern lands. That it was his mastery of the blade which won him the throne.
and that his sword, Odin's sword, can sever the very threads of creation. But don't lose any sleep over a last tilt. We'll do what we must to survive. What we must. The light! I thought this cove was meant to be hidden. Company! Eh? We'll hold them off until the ship is ready. But hurry! Bollocks! All hands! Man your stations! Da haben wir ja noch was zu tun. Meine Güte, jetzt haben wir aber eine Truppe dabei hier. Ich dachte, die sind abgezogen. Anscheinend nicht alle. Here they come. Needs every moment we can give her. About that offer, Gav. How are we doing, Mid? Das hat ja für den Anfang schon mal gut funktioniert. Ship was fast. Old? I haven't felt this alive in 20 summers. Come on then. Which of you lot fancies meeting Ogre Killer next? I thought it was called Heartbreaker. Was labern die? Ich bin gerade dabei, mich hier auf den Kampf zu konzentrieren. Ich hab... What the fuck? Fuck you. Das wird nix, Junge. Ich... Okay. Jetzt müssen wir doch aber mal endlich ein Level abbekommen, oder? Ja. Wir sind Level 40. Und 100 Stahlseide, meine Herren. That was easy enough. All right, you lousy lot. Get your asses on board. She's ready to sail. You heard the captain. Clive? Uh-oh. What the fuck? But I thought he was... Confounded. Then it is as I feared. Sleipnir is no man, but a creation of Odin.
Phoenix's fiery fundament. Have you no normal enemies? Das wird ein Problem. Of course we are. Right, Lord Rosfield? My boy, there was a time people called me the Executioner. Or was it my axe? No matter, heads will roll all the same. Mate! New plan! You leave! We follow! Follow? Swimming, are you? Oh, bugger me! Weigh anchor! Engine's dead slow ahead! Have care, my friends. 'Tis not blood that runs through Maggie's veins. Okay, das sind ganz gewöhnliche Popel-Sleipnirs. Like oaks before a woodman's axe. Good thing I brought one! Ich hatte gehofft, dass meine Fähigkeiten weiterhin aufgeladen geblieben wären. Oder aufgeladen werden würden zwischen den Kämpfen, aber leider war das nicht der Fall. Oh, yeah. Should we make for the ship? Not yet. Wait for my signal. Fire and flame. Darauf habe ich jetzt die ganze Zeit gewartet. Meine Güte. Wie viele von euch sind denn hier? Right, run for it! Oh, Byron. Das erinnert mich an irgendein anderes Spiel. Ich weiß aber nicht mehr welches. Entkommen! Now, mate! Alright, engine full ahead! And hold on tight! Okay, wie geht's Jill? Nicht gut. What do you want?
That's quite a mess you've made. And wholly unnecessary. You are my offering to Mythos. I would not see you damaged. Now back to your stations! Every bell spent treading water puts another league between us and the galleon. War eine weirde Cutscene, ja. Und vor allem merkt man da jetzt mal so richtig, was für ein Stück Scheiße eigentlich der Barnabas ist, oder? Irgendwie kam mir da so eine Schleimigkeit von ihm rüber. I don't suppose Mid has a spare engine? Since you rose from the grave, my fortunes have plummeted. Are you absolutely certain of this quest of yours, Clive? The foes you face are as terrible as they are numerous. Aye, and they'd have us live and die on their terms, which should answer your question. Ah. You have that same stubborn look as your father did when he set his mind to something. On the battlefield, I am but a single axe. A deadly one, mind, but a single one nonetheless. Yet what you require is 1,000, and I believe my old friend in Brandalar can provide them. Take care, Clive. I have many more tales of your father's exploits to share. And I cannot very well do that if you're dead. Und Joshua ist auch da. Good luck, Uncle. And may fair winds attend you. As for you, Joshua, take care. I shall do my best, Uncle. Farewell, my nephews. When next you see me, it shall be with an army at my back. Ah, Baron. Aber er kennt Joshua zumindest, ne? Also ist das ja schon mal ausreichend. Do keep up, my boy. Well, we can't have him showing us up now, can we? We would never hear the end of it. Ja, mein Schiff. Leider bezweifle ich, dass wir das irgendwie direkt steuern können. Wo sind wir denn hier? Dekasia, oh. Oh. Ja, Dion. Greek of mercy. Nee, allerdings nicht. Da ist alles kaputt. Die gesamte Stadt ist zerstört wahrscheinlich. All this. Da hinten lief aber noch jemand. Da sehe ich jemanden laufen. Da ist jemand. Also hier gibt es noch Menschen. What have I done? Oh. My lord. Immer wieder dieses Medizinmädchen, hey? Das Tränkemädchen, genau.
between here and Waloed, but any ship heading north has to round Zemeckis and put through the Narrow. Maintain our current bearing north-northeast, and we'll catch the Black Galleon before she vanishes again. What's to prevent her from circling around Ash from the south? With these winds in those waters, it'd taken forever and a fortnight to reach Stonehere. Mid knows what she's talking about, Clive. Better than any of us lot, anyway. I say we do as she tells. Sails on the horizon. She's ours. Wow. Dieses Spiel verschwendet keine Zeit bei sowas. Look alive, boys! Full ahead! And keep those furnaces fed! Aye, aye! Do you feel that, Jill? All hands! Battle stations! Let's see what this girl can do. Der Gesichtsausdruck, ach du meine Güte. Where one leads, so does the other follow. The bond of consciousness which joins them condemning both to the same fate. Eben mit seinem Bewusstsein. Yet my every attempt to strike it from their hearts serves only to tighten its hold. Fascinating. Ist aber auch interessant, dass Odin hier quasi, so wie es aussieht, wirklich der stärkste Summon quasi ist. My blade cannot sever. Oh. Great Gregor's gas! Perfect dodge. Hard a port! Heads down, you brutes! And brace for impact! Ich merke auch gerade, das ist eine CG-Cutscene. Das ist keine Ingame-Cutscene. It's now or never. I'll find her. Oh. Wir haben einfach jetzt Schiff getauscht. Durch das Meer. Ja, ist ziemlich durch das Meer. Where did you hide her, Barnabas? Normale Leute, ja, ist ungewöhnlich, ne? Aber schön, wie auch im Hintergrund noch das Schiff zu sehen ist. Das hört ja nicht auf.
Wusch. Okay, und jetzt? Ah, okay, die Tür. Hier ist dunkel. Oh, hier ist so dunkel. I need to hurry. Oh, oh. No! There he is! He wants him alive! Hold on. I'm coming. Nee, besonders nicht fürs Boot. War es nötig, diesen Angriff zu machen? Nein. Bereue ich es, diesen Angriff gemacht zu haben? Nein. Oh. Wir den Großen hier erstmal aus dem Weg geräumt haben, ne? Könnt ihr euch denken. She must be here somewhere. Hier liegt noch ein bisschen blutige Haut rum. Vergil, sag mir mal, wo ich hin muss. Hin? Okay. War hier nicht schon was? Auch der Erde, Gaias Zorn. Ah, okay, das ist wieder Matrosen.
us. Weißt du, es hat doch länger gebraucht, als ich zugeben möchte, dass der Fakt, dass die Waluta als nordische Namen Titel tragen, daran erinnert liegt, dass Barnabas eben Odin ist. Das hat wirklich dann wahrscheinlich ein bisschen länger gedauert, weil das war ist schon eigentlich irgendwo offensichtlich. You came. Get back. Clive, how did you... I'll explain later. Hands. Can you walk? Out of here I can. Stand still! Phoenix. Are you not the dominant of fire? I see naught before me but a guttering flame. In earnest then. Das hat ihn direkt getroffen. Ich. What the f... Wow. Das hat was von Ende von Final Fantasy X. Ja. Barnabas ist der Falkenauge von Final Fantasy anscheinend so ein bisschen. So viel zum Thema Clive und Jill. Wow, das hält sich ja weiter noch. Ich dachte, das bricht wieder in sich zusammen, aber nee. Ja, was von Moses, ja. Can you go on? I think so. Wir könnten jetzt aber Shiva wirklich gebrauchen. Sie könnte das Wasser einfrieren und wir könnten irgendwie so nach oben kommen. Moment, ist Barnabas? Kämpfen wir jetzt hier gegen ihn? What the fuck? Das ist alles nur dazu da, um die Szenerie hier zu machen. Zu gestalten für den Kampf. You. What did you do to Joshua? The Phoenix? Oh, I expect he will survive. This consciousness in which you coil your feeble souls is grown thick with desperation, and thus has my master turned to my blade. The
The world will soon be painted in black. And all that live shall gather in death's autumn wake. Not if we remove the cause of this misery. Not if we destroy the last of the Mother Crystals and restore balance to the world. Come. Do you truly think it's so simple? The blight is inevitable. Not even the Almighty might stop its endless march. Your efforts will avail us Ja, naught. finde ich auch. Naught, that is, but suffering. You must embrace the truth, Mythos. Accept your place with the Lord. Keep it. As long as there's a chance, there's a choice. Ever led astray by your blind resolve. Now, it is time you learn the inevitability of your divine fate, however much it may hurt. Get as far away as you can. Clive, no. Trust me, Jill. Irgendwas sagt mir aber, dass dieser Kampf nicht gut ausgehen wird für uns. We don't have to do this. Oh, but we do. If only to remind you of your duty. Defend yourself. Oh. Ist der fucking Vergil oder was ist hier los? Since our last meeting, you have grown much. Yet as a vessel, I fear my lord will still find you lacking. Fuck, der ist ja wirklich Vergil. All this fire and fury, and for what? Stopping the blight. A foolish notion fed to you by a foolish man. How dare you? You know naught of this world nor of our place in it. If our fates were so easily rewritten, we would all be gods. Rise, Mythos. Raise your guard. Oh. Dieser Kampf ist jetzt schon stressig. If reason cannot sway you, there are other means of persuasion that might. Minka, nicht jetzt. Sorry, Minka. Das wird nichts. Aber kratz mir bitte nicht in die Hand. In den Arm, meine ich. Okay, also ich habe das Gefühl, dass ich diesen Angriff nicht aufhalten kann. You will assume the mantle you've been given. And thus is the light of hope severed. Yikes. You would yield so soon. Never. Clive!
iron will weighs you down, dragging you ever further from your purpose. And what is my purpose? Mythos. Who are we? What are the dominants? The breath of the Creator still warm on our lips. We carry his light that we might guide the masses in his name. We are but mighty acts of God. We are more than that. You would be nothing without what he has granted you. The power we wield is his, and yet every time we draw upon it, it wears away at our very being. It breaks us. It unmakes us, that its immaculate aspect might reveal itself. The icon. It is too much for even his chosen few. Apart from you, Mythos, you wield the might of many, yet your body does not answer for its avarice. What are you saying? What I am saying is that we dominants are a means to an end. We were created for you, that you might drink deep of our strength and thereby fulfill your divine purpose. Which is? To feed. As you would know, could you only look beyond the walls of your prison of self-regard. As long as you choose to ignore this, you shall never penetrate my defenses. Still, you may take solace in the fact that you are not alone in your plight. The chains of volition shackle all of mankind, but there is yet cause to rejoice. For the Lord, in his mercy, has taken pity on his flawed creations, and shall see them restored to their proper forms. And what exactly would that be? Why, loyal servants to God. No. Manners, Lord Rossfield? They are men, like you and me. Albeit one's unburdened by the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are divine. You mean to turn everyone Akashic? Not turn, Mythos. Turn back. For too long has mankind been led astray by their clamorous wills. It is time they return to a world of quiet equality, where they might once more know salvation. Salvation? And abandon everything we hold dear? We don't need your salvation. We'll save ourselves, and we'll do it on our own terms. Not yours, and not your gods. With every defiant expression of your will, the tighter the chains of consciousness become. But perhaps that fact may be put to use. Clive! The faster it binds you to the remaining dominance, the stronger your hunger will become. Until it leads you back to the only answer there ever was. Mayhap not by the path my master intended, but back all the same. Ash is not far. I could freeze a path. You're in no fit state. Probably not, but I can try. Ich glaube nicht, dass Laufen wirklich was bringt. Don't look back.
Clive bezwungen? Bitte was? I hope the others are safe. The Enterprise was clear of the gap when we fell. They made it, Jill. And they will have seen the ice where it led. We need only wait till dawn. This is the second time Barnabas has bested me. I'm powerless against him. And maybe there really is nothing else for it but to give yourself to his master. Only you won't do that. The Clive I know would never do that. So you believe? But do you really know me? If what Barnabas said was true, then I'm more monster than man. And each time I summon the flames from within, I burn away the things that make me who I am. Do you, though? Think of what you've used that power for. Of all the people you've saved. It doesn't matter how or by whom it was granted, only how you choose to use it. And you've chosen to use it for good, haven't you? I've also used it to kill. What if that's my purpose? What if it's all I'm good for? You're still that same boy I grew up with. Always so eager to save everyone around you, and yet always so alone. Because you failed to realize the one thing that needed saving most of all. You, Clive. You. You never once took the time to save yourself. Selbst die PS5 läuft mir gerade ein bisschen warm. Myself. I think I might be beyond saving. No one is beyond saving. Provided they want to be saved. You fight to survive. And you survive so that you may protect those you love. It's what you do. What you've always done. And I know you're not about to change. So I'm going to help you. To give you what you need to protect us all. Jill. Are you sure? If this is what you want, then... Don't worry, Clive. It is. So bekommen wir also Shivas Kräfte. Okay. This burden, I'll give you the strength to bear it alone. But I'm not alone. These burdens I carry, my sins, my pain, my sorrow, I
see now that they are all a part of me. If I'm to continue on, having pledged my life to those I love, then I will gladly Ja, pay ja, your ja, price too, mit Sicherheit. until my last breath. Clive. I promise you, Jill, we will find a way to escape this fate. Find a way to save each other. That we might one day look upon the moon again, together. Na mach schon. And I promise you, Clive, that I will be there, no matter what you must become. I know. I never thought a smile could bring me so much joy. Na endlich! Meine Güte, die haben 18 Jahre quasi drauf gewartet, ne? Waren bereit zu explodieren schon fast. Ja, das würde ich mal stark bezweifeln. Hey, da ist das Schiff. Oh. What of Barnabas? Do we pursue him? No. Our paths will cross again soon enough. Whether we like it or not. Besides, there is something we must do first. Ja? Was denn? Of course. Drake's spine. Ja, das ist, gehört aber mit den The zusammen. last mother crystal. The Einherjar is at the bottom of the sea. Waloed won't dare move on Storm without her. But they know we're coming now. We'll need a plan. And a damn good one at that. Ich würde aber die jetzt mal signalisieren, dass Then ihr da let's go seid. home and find one. Sonst fahren die an euch vorbei. Ash will have to wait.
Schwur. Naja, hat Clive schon Torgils Power abgezapft? Naja, Torgils Power ist ja quasi die Power von Shiva. Also im Prinzip haben wir die jetzt ja. Mid says Odin split the sea in two. She's always been partial to a tall tale. But there's tall, and then there's tall. I struggle to believe it myself. I see your uncle isn't with you. He stayed with the Enterprise. After our brush with the Einherja, she was in urgent need of repair. And my uncle knows a shipwright in Randalar. We're to join him there when we're ready to sail for Ash. You sure that's wise? Last I heard, the place was still overrun with Akashic. Show me a city where that isn't true. Ultima's plague is spreading. We're running out of time, aren't we? We've done our best to shore up that hideaway. But I doubt if you Aber Fenrir ist auch sein eigener Icon. Nein, ist er nicht. Still, we'll keep at it. Every little helps, I suppose. Let's hope so. Die Überfahrt. Die Macht des Eises. Clive hat sich das Stück von Essenz Shivas einverleibt. Das Beschwören von Shivas Kraft ändert. Ja, okay. Okay. Lame. I should visit Joshua. Assuming Talia will allow it. Erzähl mir nicht, es gibt jetzt hier wieder... Heard the bad news then, did you? What bad news? About Dravost. Blackthorn's old haunt. With the forge and all that. Well, anyway, the mine's just down the road from there are spewing at ether like no one's business. And the village? Safe from the flood for now, but they've got other problems. Akashic. Every creature in the area is either turned or on the way to turning, apparently. Zoltan and the others are living on borrowed time. They need help, and quick. Doris sent a few curse breakers to keep an eye on things, but there's only so much a couple of scouts can do. Except get eaten. If something ain't done soon, the whole place will be overrun. Seines Glückes Schmied. Das ist der letzte Schmiede... Die letzte Schmiedequest. Komm, wir machen mal ein bisschen schneller hier. Desiree, was kannst du uns geben? I wasn't expecting you back. Talisman des Erwachens. Here you are. All done? Da bin ich ja mal gespannt. Ich wollte mal wissen, was dieser Talisman des Erwachens ist. Verlängert die Dauer des Effektes von Löwenherz Tunika um 30 Sekunden. Was ist denn das für eine Scheiße? Also bitte. Okay. Aber wir haben noch so viele Nebenquests vor uns jetzt hier, Leute. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. How are you feeling, Joshua? Better than I was. But not nearly as well as you should be. Your cuts and burns may have healed, but your body still bears the burden of every spell cast. Then what would you have had me do? It was no ordinary foe we faced. It was the Warden of Darkness. Yet still, it was not enough. The king could have ended me at any moment, but instead chose to toy with me like a curl does a mouse. You underestimate yourself. Oh, it was crystal clear. Only one man established his dominance that day, and that man was Barnabas. I'm sorry, brother. That was ill-spoken. It's just... I have never felt so powerless. And when so many are looking to us for strength, perhaps the prince feels the same. Ja, was ist mit Dion eigentlich los? Wie geht's ihm?
wir doch mal gerade von ihm sprachen. What is this place? Don't move. Here, it's fresh from the well. Das heißt, voll mit Bakterien, weil wir im Mittelalterzeit sind. Wenn du das trinkst, stirbst du in 3 Sekunden. Der Brunnen dient auch als Mülltonne und da kacken sie auch rein und sowas. Genau. Grandmother told me spirits sometimes get lost, and that the lanterns guide them to their proper place. I set one on the river for her when she passed away. The fiend works from the shadows. Was it you who guided my hand then, Ultima? No, not you. This is my doing, my fault, my sin to bear. And for it, I must atone. Your hurts are healing nicely. It was my poultices that saw you well. You make them? And sell them, or try to. Earns me enough for bread, most days. Forgive me. I have nothing to... I know, but I couldn't just leave you lying there. You're going then? Of course. I'm healed. Thanks to you and your poultices. Will you promise Dass sie to wirklich come noch back so and visit? relativ wichtig wird, der Charakter, hä? Ich meine, okay, sie haben sie ja die ganze Zeit jetzt schon immer wieder gezeigt. Also... Well, Phoenix, it would seem that I owe you my wings. Haben wir jetzt Bahamut auf unserer Seite quasi? Das ist ja cool. Perhaps he can find an answer. You will be returning to Waloed soon, I gather. I see no reason to wait. Then neither do I. I can think of a few, but I doubt they'll stop you. You will take your medicine. Of course, Lady Tyre. Set on leaving already, are ya? Ansonsten gibt es ein Spanking von How long will Tyre. it take us to get back to Ash? Dunno, about the same amount of time it took us to get here. Maybe less, if your uncle can find someone trustworthy to patch up the Enterprise. All depends on where we're putting into port, mind. Yes.
It's not as if Wir we hätten ja can in put einer ashore Zwischensequenz wherever we viel früher choose. gesehen, dass der Einzige, der We sich have Bullen to stellen assume kann, that the whole Bahamut of war. Ash is Na hostile. und Clive. And that we'll be attacked Ich meine, on er hat sight. ja auch die Kräfte von Bahamut irgendwie, Then we ne? must find a place they won't think to look. And I have an idea who might know of one. The professor! I'll go and tell you come in. While you're plotting our course, I'll be in the shelves with your lawsman. I wish to pick his brains about Ultima. Then I'll talk to Karen about supplies for the journey. They may not be easy to come by in Ash. Your brother's body won't take much more of this recklessness. You know that, don't you? I do. Okay. Jetzt sind sämtliche Quests und so weiter gesperrt? Ach, meine Güte, hier ist echt noch einiges zu tun jetzt hier dann off-Stream, dann quasi. Ich will aber erstmal diese Nebenquest erledigt haben. Die Schmiedequest will ich erledigt haben. Weil, wie gesagt, das sind die Sachen, die... So Dravost is still standing. For now at least. If you can swing a hammer. Ja, die Schmiedequests sind nützlich. Die können wir gebrauchen. Und ich will jetzt auch nicht groß weitermachen mit der Story, weil das, glaube ich, jetzt geht wirklich auf Finale zu. Aber die Quest mache ich und dann Story weiter. Soweit wie es geht. That should buy us some time if we need it. Enough for the villagers to barricade themselves inside their homes, at least. Well done. Welcome back. I'd never have guessed, you know. Not if August hadn't let slip. Who'd have thought that the savior of Dravost would turn out to be the realm's most infamous outlaw? Keen to help us out again? I am. Thought you could sneak off without me, did ya? Blackthorn. Oh, what are you doing here? One of the scouts couldn't keep his voice down. Unlike my best mate who didn't think I deserved to know. Zoldan, how long's it been? Long enough for us two to turn into a pair of old codgers, I see. That your idea of an apology? Prick. Don't listen to him. You only did what you thought was best. For the village and that. I did, yeah. But that ain't the whole of it. Vulcan, our master. Vulcan Raven? Didn't leave the chiefdom to the two of us. He left it to me. The best blacksmith in Dravost, barring himself, of course. Bloody stupid tradition, in my opinion. If someone's got talent, you should let them practice their craft, not ask them to settle petty feuds and barter for grain. Our master wasted half his life that way. I wasn't about to let that happen to me. So you wasted half of mine instead. You're what Dravost needed. Under me and my precious ideals, this place wouldn't have lasted a year. So I left to devote myself to the work and spare you lot the consequences. I may be a selfish prick, but I only did what I felt I had to. What you had to do was your duty! Even if it meant we all starved? Enough. This is no time for bickering. You can finish beating each other up once Dravost is safe. Fine. I've said my piece anyway. Yeah, so have I. Sorry, Clive. I shouldn't have stuck my short enough on time as it is. Still, give us a mo, would you? I need to get my head straight before any of them Akashic... You, We can't afford to... Right you are. Might be worth having one. Don't want any nasty surprises, do... Oh, and... Blackthorn. You and Zoltan might be better off staying inside the... Akashic on the move. How close are they? Within sight of the walls. And there are more coming up from them. Ja, okay. They'll wash right over us if we stay out. Good idea. Ja. Ich weiß schon, was los ist. Akasische töten, das ist das, was wir tun hier im Spiel. I'm prepared to fight if I have to. Well, let's hope you don't. Once the scouts are inside, order your men to barricade the gate. No heroic last stands, you hear me? August's right.
I've seen what Akashic beasts can do to armor. The people here are tough and willing. I'm going out there. Start work on the gate to suit. And if you were there, Sorry, das überspringe ich jetzt einfach. Das war einfach jetzt nur Gerede. Ja, okay, wir müssen das und das tun. Also tun wir das und das. Nicht wahr? Außerdem... Oh, wow! Torö! Alright. Which one of you is first? Was ich aber machen wollte, ich hoffe, es geht jetzt. Ich will nämlich Shiva ausrüsten. Kann ich nicht machen. Ah, Scheibenkleister. Das ist so lange her, dass ich diesen Anime gesehen habe, muss ich zugeben. Und um noch ganz ehrlich zu sein, habe ich kein großes Bedürfnis, den mir nochmal anzuschauen. Ich erinnere mich daran, kontroverse Meinung vielleicht, aber mir hat Neon Genesis Evangelion gar nicht gefallen. Titan! Titan! It's over. Was bist du denn für einer? Und für ein Zweier. Au! Okay, das war so nicht geplant gewesen, aber irgendwie hat es doch funktioniert. Too slow. Okay. Is that it? Klingt nicht so. Apparently not. What the fuck? Not getting past me. Eine Schluchtchimäre, okay. Das klingt ja nach Spaß jetzt hier. Habe ich schon mal gegen die Chimäre gekämpft? Es kann sein, dass ich das off-stream gemacht habe mal. Nicht on-screen, ja. Ich glaube, es war eine Jagd, die man machen konnte.
Chimäre dabei. Okay. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt diese Mega-Flare-Kacke mache. Aber irgendwie... Warum nicht, ne? Das dauert wirklich ewig, bis das Ding aufgeladen ist. Meine Güte, ey. Au, 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 Feuer. Feuer warm. Ganz, ganz warm. Er hat wirklich nur fast nur Magieangriffe drauf, ne? Ich glaube, das dürfte es gewesen sein. Ja, das war es gewesen. So random, aber ich denke, ich mag die Chimäre aus Final Fantasy X am liebsten, weil einfach weil er auf zwei Füßen sich bewegte und die Vorderglieder zum Schlagen benutzte. Was ihm einzigartiger machte. Ich meine, den hier mag ich aber auch. Es sieht wirklich fies aus, das Vieh. No, das sieht mehr wie eine klassische Chimäre aus, auf jeden Fall. Did I miss any? Man alive! You're still in one piece! I slew as many as I could. As many as I could, he says. The old bleeding lot, more like it. Well, almost. Only almost. Yeah, one or two did try to sneak over the wall. But we got the bastards, don't you worry. Good. Though you do know, more will come in time. In time, yeah. But we can think about them later. Let's get you back inside. Sid, you're even more fearsome than your reputation. Enough to give those Akashic monsters nightmares. I almost felt sorry for the wretched things. But mostly, I felt grateful. Dravost won't forget what you did today. I'm afraid I've only delayed the inevitable. There's no getting rid of that ether flood. Meaning that any living thing which stumbles into those mines will end up clawing at your walls again. And that's if the flood don't spread. If it does, well, I hate to say it, but the village's days are numbered. That may be, but
we're staying just the same. With ether floods springing up all over, it's no less safe than anywhere, and more importantly, it's our home. Schwebt da das Schwert an der We'll Seite? fortify the gates to the north, and I'll see that they're guarded day and night. All right. Then we'll give you a hand shoring up those defenses. As for you, Blackthorn, that's twice you've turned up when Dravos needed you. So, thanks. I shouldn't have stayed away so long. And I shouldn't have left without talking it over with you first. Too bloody right you shouldn't. Though I doubt I'd have listened. I always envied you. How you made everything look so easy when, for me, it was anything but. You leaving gave me the perfect excuse to hate you. And from that day on, I never once stopped to wonder what it would have been like if you'd stayed. But what you said earlier, it was true. You'd have been the death of this place. Finally, something we can agree on. I hope you see the sense of it eventually. You kept this place alive. Alive, perhaps. Wealthy even, but Dravos isn't what it once was. Our work used to be the pride of Dalmekia. Now, we churn out the same rubbish day after day because it's easy and turns a profit. It's not about the craft anymore. I wouldn't send my sons to war wearing the shit most of our smiths are making. I've kept working, honing my skills, trying to lead by example, but no one sees the point. The average castle apprentice has as much passion for the craft as our current lot. Come back to us, Blackthorn. Remind Dravos what a true master blacksmith looks like. I'll even man those bellows of yours if it means we can work at the same forge again. That's a kind offer. Kinder than I deserve. And I wish I could accept, but I'm needed elsewhere. There's people who trust their lives to my steel, and I daren't let them down. Fair enough. But that doesn't mean I couldn't visit from time to time. Let's see if we can't rekindle this town's passion for the craft, shall we? I'd like that. Just be sure to tell Snotty to let me in the next time I come calling, yeah? Knowing him, he'd let you in anyway. Blackthorn. The Master Smith turned outlaw, back in my good graces. I never thought I'd see the day. I'd say that went pretty well, wouldn't you? Even better than I'd hoped. Sehr schön. Sid, I've got something for you. Gebrochenen Amboss. And this is? A token of our lasting gratitude. But I'm of a mind to make you a far grander gift. Designs for a certain sword have been passed down from chief to chief for generations. Now hold on, Zoltan. There's a reason no one's made that blade in centuries. There's not been a craftsman equal to the task. I'll admit your cinders make impressive steel, and I've learned to own an edge Odin will be proud of. But the engravings on that thing are enough to make a jeweler cry. And they're not just for show, either. Have you forgotten what brought you back to Dravos in the first place? Wollte gerade sagen, wenn es hier jemanden gibt, der Gravuren machen kann, dann er, I'd oder? never surpass you with a hammer and tongs. So I turned my hand to a different kind of metalwork. Between the two of us, I'd say we're the equal of any master craftsman ever to have graced a forge. You know what? I think you might be right. Clive, you wouldn't mind if Zoltan came back to the Hideaway, would you? He's more than welcome. As long as he can keep our secret. Right. Zoltan, get your tools. We've got a legend to forge. Ooh. Das gefällt mir doch, was ich da höre.
Bekomme ich jetzt die beste Waffe im Spiel oder was? Oder wie? Oder wo? Das wäre es natürlich jetzt. Ah, the man himself. We were just about to make a start on that sword I promised you. It's funny, but none of this would have been possible without your help. You remember Camille? We'll be using his leather work for the grip. Oh, jetzt kommen die. The steel, meanwhile, will be tempered in a fire, burning the cinders you charmed out of old Zoltan. Das kommt aus den anderen 3 vorhergehenden Quests mit Schledern. That'll be what gives the blade its edge. Das ist ja cool. Flourish will be my talented colleagues engraving. A team effort led by the greatest blacksmith alive. Now, save that talk till the thing's finished, yeah? Right. I'm ready if you are. To the bellows it is then. Einige Zeit später, okay. Ich bin... Well, bugger me. We actually did it. Wow. The sword to end all swords. Ragnarok. It's quite something. I, trust you'll take good care of it. Thank you. Both of you. So, does this make you pair the greatest craftsman alive, then? This? Nah. This was just following the footsteps of the greats of old. It'll take more than that to earn us our place in history. But we're up for the challenge. Here. A list of materials. Zoltan and I got talking on the long road back from Dravost. We reckon with those items there, we could craft something even better than the Ragnarok. Okay. Something worthy of a legendary outlaw like yourself. That's a weapon I'd like to see. Hmm. You leave this list with me. I was hoping you'd say that. One legend at a time, eh, lads? Before you start on the next, who fancies raising a cup to friendship reforged? Good idea. No more drinking to forget my past. It's about time I had something to celebrate. Then tap the kegs! Vulcan's boys are on their way! Das war eine schöne Questline. Jetzt mal ohne Scheiß. Das war schön. Götterdämmerung Bauplan und Ragnarök. Okay, wir haben Ragnarök und wir können eine Götterdämmerung machen. Ist das nicht dasselbe? Moment mal. Ragnarök, okay, das ist ein ganzes Stück stärker als das, was wir vorher hatten. Und bevor ich es vergesse, packe ich mir hier Shiva rein. Und wir schauen uns die Fertigkeiten an. Ach ja, genau, wir haben ja noch den Skilltree von Shiva. Und dann hier oben fehlt dann nur noch Odin, den wir mit ziemlicher Sicherheit bekommen werden. Okay. Fessler aus Eiskristall. Ah, okay, ja. Verstehe. Das ist quasi... Oh! Oh, das ist nützlich. Und das... Setzt einfach das ein, okay. Oh, oh ja. Wir lernen das erstmal. Wir verbessern das. Und wir verbessern das. Ich habe so viele Fertigkeitspunkte noch übrig.
Aber ich probiere einfach dann mal ein bisschen rum. To what do I owe the honor? So, will it be? Ich muss gestehen, dass ich doch überrascht bin, dass wir wirklich erst jetzt Shiva zu den Fähigkeiten hinzuzählen. Ja, ne? Das ist so ziemlich spät. Weiß nicht warum. Dachte vielleicht, weil wir andauernd mit Jill rumlaufen, dass das bereits zu den Fertigkeiten gehörte. Nee, mit ziemlicher Sicherheit nicht. Wir haben ja noch einen Eisbrand, den wir herstellen müssen. Last you a good while. Das ist die Shiva-Waffe quasi. Die ist aber bei weitem nicht stark genug, dass wir sie nutzen könnten, dass wir jetzt für uns nützlich wäre. Und wir haben jetzt so quasi eine der stärksten Waffen im Spiel hier. So fast komplett schwarz, das Ding. Und dann haben wir hier unzählige weitere Tränen der Gnade. Warum das verschlüsselt ist, weiß ich noch nicht. Aber ganz ehrlich, jetzt hat das Ganze doch ein bisschen länger gedauert. Und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt hier doch einiges zu tun haben werde, so abseits des Spiels quasi, ne? Moment mal. Wird hier angezeigt, was ich brauche für die Götterdämmerung? Ja, okay. Götterdämmerung, da ist es. Was brauche ich? 3 Orikalkum, Dunkelstahl, 2 primitives Jagdhorn, 1. Okay, das ist ordentlich und die Waffe haut rein. Dann habe ich offstream was zu tun. Würde ich mal sagen. Wow. Na gut. Denn dann würde ich sagen, würde ich hier jetzt so vielleicht ein bisschen früher Schluss machen und mich jetzt um alle Nebenquests, die ich jetzt hier zur Verfügung habe, kümmern. Von denen es, glaube ich, jetzt hier einige sind. Jetzt habe ich 2 Tage Zeit. Bis zum nächsten Stream am Sonntag. Bis dahin dürfte ich das hinbekommen haben, ohne Probleme. Aber vorher rede ich mit Vivian, weil wir das eine Weile nicht gemacht haben. Das machen wir am Ende jetzt noch, würde ich sagen. Um die Lage der Welt nochmal uns anzuschauen. Ah, Clive. I was wondering when you'd arrive. Please tell me you've come to take our young prodigy here off my hands. I'm not here for Mid. I need information on Ash. Then why not ask Molly if you can look in one of her ovens? Ha 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 ha. As soon as the Enterprise is ready, we'll be setting out for Drake's Spine. And we're going to need a safe place to land. Preferably one that won't see my ship blown to shit and splinters. If it were that easy, do you think Waloed would have resisted invasion for so long? Very little is known of Ash, and the information we do have is spotty and outdated. We have the good King Barnabas to thank for that. Waloed's borders have been closed to outsiders since the day he seized the throne. If there is anywhere safe to land, you won't find it on my map. Then tell us what we will find. I'm sure you know better than we do. But no splinters. All right. If it will get you out of my hair. But interrupt Ich bin aber gerne in deinen and Haaren. it's over. Understood? Barnabas Thumb. The one they call the last king. Understand him, and you will understand the kingdom of Waloed. Barnabas was only a boy when he arrived from beyond the southern seas, and barely a man before he united the ragged tribes of Ash. And having unleashed them upon the formidable Veldemark, he set his throne upon the ancient kingdom's ruins. The victory sent shockwaves around Valisthea, tales of Odin's might spreading through every court, parlor, and drinking hole in the realm. Note that this was in the year 843, and that the king still sits upon his throne some 40 years later, quite untouched by time.
Wie alt ist denn der? Walud's recent inaction left many wondering if Odin had lost his appetite for war. And yet here we are. The Einherjar was committed to the fray, a bold declaration of intent. Orcs swarm around Drake's Fang, and throngs of Akashic haunt Canvas streets. Though how precisely the havoc they wreak serves Walud remains unclear. Regardless, if the order to attack truly came from King Barnabas, then one thing is certain. Walud has achieved the impossible, and made bedfellows of beastmen and the ether-addled alike. All of which is a roundabout way of saying that you will be in unknown territory when you set foot on Ash. Much of the continent has already been lost to the Blight, and what few ports remain will be fiercely guarded. And that is to say naught of its natural defenses. Offshore currents will cast an ill-equipped ship out to sea one moment, and dash it against the rocks the next. But then the Enterprise is anything but ill-equipped. And Mid has made land there before. Now, if only there were someone with an intimate knowledge of the Shadow Coast, and where a daring gentleman might put ashore. You see, Clive, you had the answer all along. Do you think you can get us back to that beach, Mid? Picked you up from it, didn't I? Not that it were easy. Dort, wo wir gestrandet Called it a sind, rape okay? bastard. But then, if it wasn't hard, it wouldn't be worth doing, would it? Well said. Thank you, Lady Vivian. If a few morsels of common knowledge and a sprinkling of tavern talk are worthy of your thanks, I wonder what genuine intelligence might earn me. Probably more visits. Mid, I need everyone in the ale hall now. I'll fetch Joshua from the shelves. Aye, aye, Captain. Okay. Komm, wir machen noch ein bisschen. Sobald wir an dem Punkt angekommen sind, wo wir direkt nach Walud gehen, so weit machen wir noch. Quasi bis unser Questmarker auf Walud steht. So weit machen wir. Und dann geht's von Walud direkt ins Ende, quasi, vom Spiel, denke ich mal. Clive, you must listen to this. Lawsman, tell him. Do you recall when we spoke before on the divinity of Ultima? Well, it inspired me to delve deeper into the subject. And what I discovered appears to agree with the findings of His Grace. You will recall that my quest to uncover Ultima's origins began with the mural at Phoenix Gate. But while I've always known it to be important, its secrets have heretofore eluded me. Now, however, I believe I know where to find the more complete example, one that will reveal all we seek. Master Clive, have you ever in your travels chanced to hear of the Circle of Malleus? I would think not, few have. But there was once a time when the faith flourished, the oldest known religion in the Twins, and though its popularity eventually waned on Storm, hints of its dogma remain embedded in more modern faiths such as the Crystalline Orthodox. Wait, you said it waned on Storm. What of Ash? Religious monuments are often torn down or repurposed when new faiths rise to prominence. But if no new faith arose, then perhaps the ancient temples might still stand. And so, you see now why I must accompany you to Walud. It would appear the past still has much to teach us, though in this case, it would not have been possible without the musings of Moss. To think that you carried a copy of my old mentor's chronicles all along. I am relieved to discover it in good hands. Moos, yep. I shall guard it with my life. Joshua, if you're finished here, join me in the ale hall. I need to speak to everyone before we leave. Right away. Mid said I could ride the Enterprise next.
My apologies. By now you've all heard where we're going and why. So I won't bother you with the boring details, only the important ones. If we attempt to approach Stone here by sea, there's a good chance we'll be sighted and fall prey to the capital's artillery. So instead, we'll disembark on the southwest coast and make for Drake's Spine on foot. I say we, but it's highly likely the entirety of Ash is under the rule of Ultima. A large party would only attract unwanted attention, as well as slow our march and require supplies which may be difficult to obtain. Only Joshua and I will be going. And a scout. Preferably a good one. Gav, do you know of any? You bet your ass I do. Might still borrow some of Lady Vivian's maps, though. Just in case, like. Once you've dropped us off at the Shadow Coast, you need to retreat into neutral waters, fly merchant colors, and stay inconspicuous. If you sense any danger at all, you leave us behind and return to Storm. Inconspicuous is my middle name. But like hell am I leaving anyone behind. The ship ain't going nowhere till your scurvy mugs are smiling on deck. Jill, the Enterprise will appear a tempting target for royalists and pirates alike. You're to stop anyone boarding. Don't worry. I'll keep the ship and her crew safe. You'll be needing passage home, after all. But... very well. If there are no questions, I'll see you all at the docks. Wird noch viel gequatscht hier. I want a word before you go. Of course. Komm, wir müssen doch hier langsam mal... Ich habe so viele Sidequests jetzt hier noch zu machen. Seht ihr das? Seht ihr das? Is something wrong? Not at all. Honestly. Can't a man wish his friend farewell? Just wanted to let you know that I'll keep things in order while you're off saving the world. I'll hold you to that. Das war alles? Jetzt haben wir's. Jetzt sind wir hier bereit. Das könnte jetzt nämlich für den nächsten Stream, und ich werde mir auch wirklich den Sonntag frei halten dafür. Dann das Finale sein, weil ich glaube, wir werden dann am Sonntag ein bisschen überziehen müssen. Und wahrscheinlich nicht nur ein bisschen. Allerdings dadurch, dass es auf den Sonntag fällt, ist uns das ja auch diesmal möglich. Dass wir mal ein bisschen länger spielen können. Deswegen habe ich mir den Sonntag ja rausgesucht. Aber ja, ich denke mal, dass wir am Sonntag das Spiel zu Ende bringen. Habe ich so das Gefühl. So rein so Bauchgefühl her. Könnte das Ende sein. Weil wir haben nur noch Barnabas vor uns und dann Ultima und dann ist eigentlich aus. Denke ich mal. Ich würde dann das nächste Cold-Steel 2 mit dem verlängern. Ganz ehrlich, es könnte durchaus sein. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so, wie viel eigentlich noch mir bevorsteht. Wie viel Spielzeit es noch benötigt. Aber es kann durchaus sein. Aber, wie gesagt, zum Glück ist es der Sonntag, wo wir dann eben nicht so ewig. Obwohl, das war ja auch, beim Cold-Steel 2 war es ja auch der Sonntag. Wir werden sehen. Wir werden es sehen einfach. Wir werden, was uns bevorsteht, werden wir dann erfahren am Sonntag. Kurzum. Und dann schauen wir mal. Würde ich doch mal sagen. Gut. Aber dann soll es das für heute gewesen sein. Dann würde ich mich bedanken.
fürs Zuschauen. Und dann verabschiede ich mich für heute. Und wir sehen uns dann am Sonntag. Dann mit wahrscheinlich dem Finale von Final Fantasy 16. Ich habe jetzt noch einiges vor mir an Sidequests. Also dann, wir sehen uns am Sonntag. Ciao.